Episode 141 von win2day Hockey O'Clock. Mit der Liga-Vorschau von und mit Greg Holst und Anton Bernard sowie Interviews mit IDM Wärmepumpen VSV Head Coach Rob Daum, HCB Südtirol Alperia Head Coach Niklas Sundblad, Hydrofeava AV19 Head Coach Dávid Kiss und KAC Head Coach Kirk Furey. win2day Hockey O'Clock. In diesem Augenblick wird jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kullert über die Linie. Mittendrin stand nur der Ball. Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren. Nice move, another nice move. Oh, it's gone. Oh, what a goal. It doesn't get any better than this. Am Freitag startet endlich wieder die win2day Eishockey League in die neue Meisterschaft. Das ist mehr als nur Grund genug, eine kleine, aber feine Tradition hier bei win2day Hockey O'Clock weiterzuführen, nämlich das große Season Preview. Das Ganze wird sich in 3 Teilen abspielen. Im ersten Teil wird Greg Holst 3 Teams analysieren. Im zweiten Teil Anton Bernard 3 weitere der internationalen Vertreter und dann im dritten Teil Greg Holst 3 weitere Teams der österreichischen Fraktion und dazwischen wird es von insgesamt 4 Head Coaches zu hören geben. Da sind 3 neue mit dabei, mit Kirk Furey, mit Dávid Kiss, mit Niklas Sundblad und ein Arrivierter mit Rob Daum. Es ist hoffentlich für jeden und jede etwas mit dabei bei diesem großen Preview auf die win2day Eishockey-Liga-Saison. Je nachdem, welchem Team ihr die Daumen drückt, einfach kurz in die Shownotes dieses Podcasts blicken und euch einen kurzen Überblick verschaffen und direkt zu dem Team gehen oder zu dem Gespräch, das euch am meisten interessiert. Am meisten interessieren wird wahrscheinlich wie immer die Meinung des Mannes, der jetzt in der win2day Hockey O'Clock Leitung ist. Es ist niemand geringerer als der letzte Villacher Meistertrainer, natürlich auch Puls 24 Eishockey-Experte. Es ist Greg Holst und Coach Holst, wie immer schön, dass du dir die Zeit nimmst, um hier ein klein wenig Rede und Antwort zu stehen. Martin, guten Abend und freut mich, dass es wieder losgeht. Coach, wir wollen ganz im Liga-Westen beginnen. Wir möchten uns zuallererst den BEMER Pioneers Feldkirch widmen. Das war eine durchaus abenteuerliche Debütsaison der Pioneers im vergangenen Jahr mit ein paar Höhen, natürlich auch mit vielen durchaus erwartbaren Tiefen. Man hat erst spät im Jahr die Zusage auch der win2day Eishockey League bekommen. Man hatte nicht allzu viel Zeit, um einerseits die Infrastruktur für die erste Liga oder auf Erstliganiveau zu bringen. Man hatte nicht ganz so viel Zeit, sich dem Legionär-Scouting auch zu widmen. Mit Mark Habscheid kam sehr spät auch erst ein Coach daher, Dylan Stanley, der sehr viel auch gemanagt hat, so quasi als Bindeglied zwischen den alten VEO Feldkirch-Vertretern und dem neuen Pioneers Projekt. Und fast erwartbar, muss man sagen, hat es für Feldkirch dann auch mit den Playoffs nicht geklappt. Kann mich noch gut erinnern, wie Ex-Coach Mark Habscheid, den werden wir dann auch bei Wien sicher thematisieren, nach der Saison gemeint hat, er hat noch nie so einen Fire Sale gesehen, so ab Februar, als dann irgendwie auch die ganzen Spieler anderswo untergekommen sind. Es hat mit den Playoffs nicht gereicht oder geklappt und dementsprechend könnte man meinen, es kann ohnehin nur nach oben gehen. Aber was muss für dich aus Sicht der Pioneers definitiv besser werden, um dieses Jahr konkurrenzfähiger zu sein? Well, Nummer 1, ihre erste Saison war teilweise gut. Sie waren gut für ein paar Überraschungen. Aber das ist sicher zu wenig im zweiten Jahr. Nummer 1 auf der Liste ist Dylan Stanley. Er ist die perfekte Coach für diese Mannschaft. 11 Jahre hat er dort gespielt, 6, 7 Jahre Skills Coach, Assistant Coach, er ist 39, er ist jung, er ist voll motiviert. So, das ist eine ganz wichtige Bewegung für diesen Verein. Benita Kader, ich habe mit Dylan heute geredet. Die Ausländer, sie sind größer, stärker und schneller heute. So, sie erwarten aggressive Eishockey, natürlich defensiv mit Gaffey und Matt Lehner im Tor. 2, Matt Lehner hat eine sehr gute Vorbereitung gehabt, aber 2 Tormänner werden wahrscheinlich
60, 40 Spielen, so wie der Plan ist. Aber 4 Ausländerverteidiger oder 3. Wir haben 5, 3 Palästrang. Die Mannschaft ist gut besetzt in die Defensiv. Und auch sie haben 4 Linienheuer wirklich gut. Nicht nur Spanring und Maciuszynski, sie haben gute Ausländer geholt. Lacroix zum Beispiel, er ist groß, stark, spielt viel Körper. Daniel Voger ist zurück. Sie haben geholt Oscar Meyer, sie haben gesagt, ein super junger Spieler, bekommt sicher mehr Eiszeit. Und Metzler ist auch bereit für ein sehr, sehr gute Saison. So, wenn du diese Kader anschaust, wie sie das gebaut haben, ist es eine ganz interessante Mannschaft und ihr Ziel ist der Playoff-Platz, ob es Pre-Playoff ist oder Top 6. So, die Kameradschaft in der Kabine ist sehr stark. Natürlich ist es nur Vorbereitung. Aber ich erwarte eine sehr starke Pioneers-Mannschaft das Jahr. Und sie werden sicher, es wird sicher ein ganz enger Cup, ob es Pre-Playoffs ist. Das ist auch ihr Ziel. Ziel Nummer 1 ist besser wie letztes Jahr. Ein Playoff-Platz, Top 6 wäre super. Oder Pre-Playoffs. So, ich erwarte eine ganz gute Saison. Aber Dylan Stanley, ich sag's dir, er ist der richtige Mann für diese Mannschaft. Ich glaube, da darf man aus Vorarlberger Sicht sehr, sehr gespannt sein, weil es einerseits ja nur nach oben gehen kann. Man war letztes Jahr abgeschlagener Tabellenletzter und dementsprechend bleibt einem nur eben der Weg nach oben. Ob es dann so kommt, werden wir sehen. Ich glaube, was ich noch nicht angesprochen habe, ist, dass du und Anton Bernard, der dann die internationalen Teams ein klein wenig sezieren wird, genau dieselben Fragen auch zu den Teams gestellt bekommt, sodass es auch immer dieselbe Struktur haben wird. Und was du auch noch nicht weißt, du wirst ganz am Ende mir dann noch ein schriftliches Power-Ranking schicken müssen mit deinen Mannschaften 1 bis 13, wie du sie jetzt vor der Saison siehst, wie du glaubst, dass sie am Ende des Grunddurchgangs dann auch abschneiden werden. Die werde ich dann auch in den Shownotes dieses Podcasts posten, damit es dann auch einen Beleg gibt, wie du die Stärken und Schwächen der Mannschaften Stand jetzt ein paar Tage vor Meisterschaftsbeginn auch einschätzt. Aber wenn wir bei den BEMER Pioneers Vorarlberg bleiben, da gibt's ein paar altbekannte Gesichter, auch was die Imports anbelangt. Da gibt's neue Gesichter bei den Imports. Es gibt auch neue Österreicher. Auf welche Verstärkung freust du dich bei den Pioneers am meisten? Well, die Ausländer, sie haben 2 Brüder, Pastanov, Nick und Michael Pastanov. Und ich glaube, einer ist immer noch verletzt, aber die andere, Nick, ist ein sehr, sehr guter Spieler, was ich weiß. Und der Steven Ori, ganz talentiert, offensiv, Voger, spielt, ob die erste Linie ist oder 4. Er kann überall spielen. Und das hat er gemacht in Vorbereitung. Natürlich, Spanring und Maciuszynski, letztes Jahr, sie haben so viel Eiszeit, so viel Erfahrung bekommen, trotz ihrer Alter. Heuer, sie können einfach spielen ihre Rolle. So, diese Mannschaft ist gut besetzt mit 4 Linien, offensiv stark, aber natürlich defensiv ist gefragt. Wenn du schaust, Gaffi im Tor, 29 Spiele letztes Jahr, 3,11 Tor gegen und fast 91 State Percentage mit dieser Mannschaft. Diese Statistiken sind nicht schlecht. So, jetzt, wenn diese Mannschaft besser besetzt ist und defensiv stärker ist, dann sehe ich kein Problem im Tor. Und Marlene, was wichtig ist, er hat eine sehr gute Vorbereitung gehabt, weil Kaffee hat nicht gespielt. So, ganz wichtig, dass sie haben 2 Tormänner, die spielen können. Du hast auch Steven Ori angesprochen, der war letztes Jahr Point-per-Game-Scorer in der britischen Elite ICE Hockey League und diese Transition hat dann schon des Öfteren geklappt, dass ein Point-per-Game-Scorer in Großbritannien dann auch sein Spiel und seine Produktion ganz gut in die win2day Eishockey League verlagern konnte. Wenn du dir diese Pioneers am Papier ansiehst, wo glaubst du, könnten Stärken und Schwächen liegen in der kommenden Saison? Okay, so, sind sie stark genug im Tor? Wenn die Mannschaft wirklich defensiv spielt und will
Schuss blockieren und ein super System spielen, sind diese 2 Tormänner in Ordnung. Aber sie können nicht einfach offensiv spielen. Sie müssen eine gute Mischung finden. Aber ich sage es dir, diese Mannschaft, sie haben auch Julian Peyer zurückgeholt. War ein Fehler letztes Jahr. Angeblich ein sehr talentierter Spieler. Jetzt bekommt seine Chance. So, Oscar Meyer, Melzer, sie haben gute junge Leute auch. So, solange diese Kabine bleibt eng zusammen, die Mannschaft ist gefährlich für mehrere Mannschaften. Sie können genug Spiele gewinnen. Natürlich ein guter Start. Wenn du schaust die anderen Mannschaften auch, die Pioneers ist eine viel bessere Mannschaft wie letztes Jahr. Und man merkt schon, dass sich wirklich auch in der Tiefe mit diesem Team beschäftigt. Jetzt haben wir es zu Beginn schon, als wir über die Pioneers angefangen haben zu sprechen, auch thematisiert. Es kann nur nach oben geben. Aber diese Frage, die ich dann immer am Ende eines Team-Previews stellen werde, die habe ich mal schamlos geklaut von einem englischsprachigen Podcast, in dem es dieser Tage sehr viel um NFL-Previews ging, so ist es richtig. Und da haben sie am Ende bei den Teams dann immer die Frage gestellt, what does success look like? Also auf gut Deutsch, was muss für eine Mannschaft passieren, damit man am Ende von einem Erfolg sprechen kann? Was muss für die BEMER Pioneers Vorarlberg 2023-24 passieren, dass alle sagen, ja, das ist definitiv ein Erfolg? Ist es Playoffs, Pre-Playoffs oder ist auch Platz 12 schon ein Erfolg? Well, Nummer 1, sie müssen besser spielen wie letztes Jahr. Das ist Nummer 1. Sie glauben wirklich, sie setzen ihre Ziele ziemlich hoch und es soll so sein. Ein Playoff-Platz durch die Pre-Playoffs ist ihr Ziel und es ist möglich. Wenn sie gesund bleiben, natürlich Gesundheit ist wichtig. Aber wenn du diese Kader, sie sind dieses Jahr körperlich größer, schneller und die spielen mehr Körper. So this is mit Speed, Physical und Bigger. This is a super Rezept für Erfolg. Ob so kommt, werden wir dann spätestens im Jänner und Februar des kommenden Jahres sehen. Abgerechnet wird natürlich auch für eine weitere Mannschaft am Ende des Grunddurchgangs wahrscheinlich die positive Überraschung des vergangenen Grunddurchgangs, der HC TIWAG Innsbruck, die Haie. Innsbruck hat sich ein Champions Hockey League Ticket gesichert, hat einen überragenden Grunddurchgang gespielt. Ganz am Ende haben dann wahrscheinlich die paar Körner gegen die Spuse Vienna Capitals gefehlt. Aber wenn wir uns TIWAG Innsbruck, die Haie, widmen, ist es auch für dich die positive Überraschung der vergangenen Saison gewesen? Well, nicht nur letztes Jahr, auch vor 2 und 3 Jahren. Sie haben sehr gut gespielt. Mitch O'Keefe und Peter Villa, die machen einen super Job jedes Jahr. Sie bekommen immer neue Ausländer, aber trotzdem, sie sind gut. Und nicht vergessen, für ein paar Jahre, die einzige Grund, dass sie waren nicht in der Top 6, war wegen Covid. Und auf einmal waren sie alle krank für 2 Monate. Der Job, was diese 2 Coaches machen, ist beeindruckend. Und heuer, 6 Spieler weg und 6 neue dazu. Jetzt geht es schon wieder los. 2 Siege gegen gute Gegner in der Champions League ist beeindruckend. So, du siehst, wenn die Mannschaft wirklich zusammen bleiben kann, so wie gegen die Schweizer Champions, wo sie gewonnen haben, das war eine super Teamleistung. Natürlich gestern, sie haben verloren gegen München, aber vielleicht eine Nummer zu groß. Okay, aber die Mannschaft, sie hat auch Ziele und ihre Ziele sind Top 6. Wie sieht der nächste Schritt für Innsbruck aus? Was kann dort noch besser werden? Was muss besser werden? Ist es zu einfach, auf die Defensive und das Tore verhindern zu blicken? Well, natürlich, das ist bei jeder Mannschaft gleich. Wer steht im Tor? Wie gut ist die Torman-Position? Beutenhus, habe ich das richtig ausgedrückt? Bin mir ziemlich sicher. Er kann sehr gut spielen. Aber manchmal, wackelt ein bisschen. Aber wenn heiß ist, kann sehr gut spielen. Okay, so. Kratzer, die junge Tormann. Ich habe heute mit Peter Villa geredet. Er hat gesagt, ist ein großes Talent. Und wird sicher seine Chance bekommen. Und okay, so ein älterer Tormann und ein junger. 4 Ausländerverteidiger.
Steffler dazu geholt. Das Mannschaft, Jakub Binska. Das Mannschaft ist auch gut besetzt in die Defensive, was ganz wichtig ist. Und vorne wieder 2, 3 neue Ausländer. Und ich habe gefragt, wer nimmt den Platz vom Felder? Weil Felder war ein sehr guter Spieler. Und Senna Peters, ein junger Spieler, hat letztes Jahr gut gespielt. Sie haben große Erwartungen von ihm. Und wie es ausschaut, bekommt mehr, wahrscheinlich mit 2 Ausländern, und kann den Platz vom Feldner nehmen. So, das ist eine ganz super Aufgabe für einen jungen Spieler. Und natürlich, Winkler hat sehr gut gespielt letztes Jahr als Österreicher vor seiner Verletzung. Und momentan, ist in Topform, hat einen super Sommer gehabt mit seinem Training. Und diese einheimischen Spieler sind sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Auf welchen dieser Namen freust du dich am meisten? Wo sagst du, das ist ein Spieler, den ich mir dann gerne auch in Innsbruck ansehen möchte? Well, if you look at Shaw Markin, I mean, sie können auch sehr gut sein. Und was ihr weiß, dass Roy, Rockwood und Peters eine Linie, was sehr viel Potenzial hat. Natürlich, Innsbruck kann durchschießen, das wissen wir alle. Aber natürlich, die Defensive ist gefragt, so wie alle anderen Mannschaften. Aber es freut mich wirklich auf ein paar junge Spieler. Wie gut kann ein Senna Peters sein? Wie gut kann ein Winkler sein? Er ist nicht mehr der Jüngste, aber er ist auch nicht alt. Der Bear hat eine gute Saison gehabt. So, ein anderer guter junger U20-Spieler, Schnitzler heißt er. Und ich habe gesagt, er ist gut, aggressiv, er hat Potenzial. So, jetzt hast du gute Ausländer vorne mit der guten Mischung vom Einheimischen, was für mich ist super für die Zuschauer und super für die Kabine. Aber natürlich, du brauchst Erfolg. Ich verbessere dich tatsächlich nur ganz, ganz ungern, aber nur damit wir den Namen dann nicht auch falsch an die Leute rausliefern. Der U20-Crack, den du genannt hast, das ist Niklas Schindler. Nicht ja, Entschuldigung, ja. Das kann passieren. Das wird ihm wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal auch widerfahren sein. Bei ihm entschuldigen, werde ich ihm sehen in Innsbruck. Niklas Schindler, also jemand, auf den man vielleicht ein Auge werfen sollte. Wo werden, glaubst du, bei Innsbruck in der kommenden Saison Stärken und Schwächen festzumachen sein? Sind sie stark genug, wirklich in die Defensive? Ist die Tormann-Position gut genug besetzt? Natürlich, es hängt viel von der Defensivarbeit von den Stürmer und die Verteidiger. So, wenn die Mannschaft wirklich nimmt es ernst, Schuss blockieren, chip the pucks in and out, wenn sie das System spielen, was sie spielen müssen, haben sie eine Chance für die Top 6. So wie wahrscheinlich 10 oder 11 andere Mannschaften. Ich möchte nochmal auf das Ergebnis oder das Endklassement im Grunddurchgang vergangene Saison eingehen. 48 Spiele absolviert für alle Mannschaften. Innsbruck war 4 Punkte vor dem VSV, 15 Punkte vor dem KAC, 17 Punkte vor den Vienna Capitals und 21 Punkte vor den Blackwings aus Linz. Unfassbare Zahlen eigentlich. Dementsprechend, wie sieht Erfolg in der kommenden Saison für den HCI aus? Ja, aber das ist beeindruckende Statistik, wenn du wirklich das anschaust. Ich glaube, vielleicht sind sie nicht so stark wie letztes Jahr. Aber das werden wir schon sehen. Aber sicher nicht weit hinter. Ich glaube, Top 6 ist möglich. Top 4, ich glaube, heuer ist nicht möglich. Aber Top 6, sie haben eine Chance. Natürlich, die Pre-Playoffs ist auch etwas. Wie eng kann diese Mannschaft zusammen rücken in der Kabine? So, Verletzungen, Baum, Tormann-Leistung. Wir wissen, was O'Keefe und Peter Wille machen, ist eine beeindruckende Leistung. So, sie haben 2 gute, sehr gute Coaches. So, ein Top 6 ist möglich, aber ich glaube, Top 4 wahrscheinlich nicht.
Wie gesagt, du wirst das dann noch in deinem Power Ranking auch ausführen dürfen und kann man vorstellen, dass eine Mannschaft dort sehr weit oben situiert sein wird. Das ist der amtierende Champion der win2day Eishockey League, der Double-Gewinner, wenn man so will, der die Fühler ausstreckt in Richtung Three-Peat. Gab es in der modernen Eishockey League so noch nie, aber Red Bull Salzburg nimmt logischerweise Anlauf darauf. Wenn du dir diese vergangene Saison auch mit dem Titelgewinn von Red Bull Salzburg nochmal vor Augen führst, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Oh, ganz. Okay, ein neuer Coach. Sie haben einen super Coach gehabt. Und jetzt haben sie einen neuen Coach. Das spielt auch eine Rolle. Das dauert ein bisschen Zeit. Du musst nur im Tor schauen. Das ist Nummer 1. Wenn sie haben ein paar Spiele gehabt, wo sie waren vielleicht nicht sehr gut, Tolvanen war unglaublich im Tor. Ein Kicker als zweiter Tormann ist ein super Backup. Defensiv, sie haben 4 Ausländer. McMillan ist nicht mehr dabei. Er ist in München. Er war groß, stark, körperlich sehr gut. So, ein weniger und Heinrich ist auch weg. So, was kannst du erwarten? Wer ist die Nummer 5, 6, 7? Ikla, das ist ein Stapelfeld. Wir haben gesehen letztes Jahr im Playoff, er hat nicht so viel Eiszeit bekommen, aber er hat etwas. Und ich habe heute jemanden in Salzburg gefragt, wie schaut er aus? Ihm und Schreier. Ich sage, diese 2 arbeiten so hart, sie haben so viel Potenzial. So Stapelfeld ist groß, stark, guter Charakter und diese 2 Jungen arbeiten brutal hart. So, sie müssen den Platz wahrscheinlich vom Heinrich nehmen, aber sie sind jung und das ist ihre Chance. Bei Salzburg gab es nur 2 neue Legionärsverpflichtungen. Das ist für jede Mannschaft in der win2day Eishockey League ungewöhnlich wenig, dann wahrscheinlich auch für einen Meister ungewöhnlich wenig. Es gab mit Ryan Murphy nur einen neuen Import-Defender. Es gab mit Adam Pearl nur einen neuen Import-Stürmer. Ansonsten alles Leute mit Kadererfahrung bei Red Bull Salzburg. Extrem wenig Turnover, was die Mannschaft anbelangt. Den neuen Head Coach, den hast du schon angesprochen, mit Oliver David. Der war vergangenes Jahr noch Assistant Coach beim EHC Biel, dem Schweizer Vizemeister. Aber die Assistants sind gleich geblieben, also dementsprechend auch die Infrastruktur drumherum. Und da kann man sich immer vortrefflich streiten. Ist es zu viel Turnover bei einer Meistermannschaft, zu wenig? Ich glaube, Pierre Paget hat das mal gesagt, jede Meistermannschaft braucht mindestens 30% neue Gesichter. Und diese Salzburger Meistermannschaft ist die absolute Ausnahme. Kommt fast unverändert zurück. Alle logischerweise ein Jahr älter. Eben diese 2 angesprochenen neuen Imports. Wie siehst du es? Ist das genau richtig viel Veränderung? Zu wenig Veränderung? Oder hätte diese Mannschaft mehr Veränderung gebraucht? Na, ich finde das ganz toll, was sie gemacht haben. Schau die einheimischen Spieler, was sie haben. Toller hat mehr. Toller hat gut gespielt, aber er hat noch mehr. Einer von meinen Lieblingsspielern, Paul Huber. Er wird immer besser jedes Jahr. So, er hat mehr Ziele. Und you got Niesner, Vukovic. Vukovic kann besser spielen wie letztes Jahr. So, okay, er kann steigen. You got Mario Huber. You got Raffel. You got one of my favorite players. Give me a hand here. Schneider. Ja, guten Morgen. Und Borg war verletzt fast das ganze Jahr. Und ist ein sehr intelligenter Spieler. Und die andere neue weiß ich noch nicht. So, du hast Genoway, Levington, Robertson, Murphy hinten. Das ist stark. Stapleton, Schreier. Na, das Mannschaft ist. Und nicht vergessen, Holthofer. Glaubst du, dass der Holthofer, er kann Verteidiger spielen und Stürmer? Glaubst du, dass er zufrieden ist? Und Huber, diese Spieler sind hungrig. So, das ist eine Top-Mannschaft und sie werden sicher gejagt sein und sie haben sicher eine Chance für noch ein Meistertitel. Das ist sicher möglich. Und natürlich, das ist sicher ihr Ziel. Sie werden nicht akzeptieren, 2., 3., 4. Ja, das wird nicht passieren.
Das bringt mir auch bei Salzburg schon zur logischen letzten Frage. Wie sieht Erfolg für Salzburg in der kommenden Saison aus? Ist es der Titel oder nichts, oder kann eine Saison in Salzburg auch erfolgreich sein, ohne dass es am Ende die Trophäe dann zu stemmen gilt? Sie reden über nur eins Sache. Zweiter Platz ist nicht akzeptabel. Erster Platz. Meistertitel ist, was sie wollen. Und sie haben genug Spieler, die hungrig sind. Meistertitel ist ihr Ziel. Zweiter Platz, dritter Platz ist für diese Spieler und diese Mannschaft, wie sie denken, nicht akzeptabel. Und so müssen sie denken. Sie dürfen nicht sagen, oh, hey, wir waren Meister, super, ja, zweiter, dritter Platz ist gut genug. Nein, das kann nicht passieren. Sie denken richtig, okay, wie gut ist der Trainer? Brauchen sie Zeit? Sie haben ein paar gute Spiele, nicht so viele Tore geschossen in der Meistertitel, aber trotzdem alle sehr gute Gegner. So, die Mannschaft ist gefährlich, es ist eng zusammen, wir haben super Einheimische, gute Ausländer. Ein Ziel für das Salzburger Team ist erster Platz, and that's all. Und ob es mit dem Three-Peat dann auch klappen wird, das wird sich weisen. Ich glaube, eine andere Mannschaft in der win2day Eishockey League wäre sehr froh, wenn es dann endlich wieder mal mit einem Titel klappen würde. Du warst derjenige, der die letzte Meisterschaft dann tatsächlich auch nach Villach geholt hat. Das ist mit April 2006 schon ein ganzes Weilchen her. Bald wird sich das dann auch 20 Mal gejährt haben. Es geht natürlich um den EDM Wärmepumpen VSV. Auch über den wollen wir ganz kurz plaudern, bevor wir dann vom Head Coach von Rob Daum hören. So ganz nebenbei der einzige alteingesessene Coach. Alle anderen, die wir dann im Laufe dieses Preview-Podcasts hören werden, die sind neu in der Liga. Ich habe das Gespräch mit Rob Daum vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Du bist dementsprechend am etwas aktuelleren Stand, was auch den Rest der Preseason anbelangt. Was war so bisher dein Eindruck des VSV und wo kann die Reise hingehen? Well, natürlich, sie haben viel Tore bekommen. Aber sie haben die letzten 2 Spiele gegen Straubing haben sie gewonnen 5-1. Okay, ein paar Open Net Goals. Und gegen Pustertal, sie haben auch ohne Ausland gewonnen gegen eine sehr gute Pustertal-Mannschaft. Die jungen Spieler, die U20-Spieler, sie haben gut gespielt. Rock'n'Ball mit Sabalic und Hughes, 3 Tore geschossen. So, sie haben viel junge Spieler probiert. Das junge Lanzinger, Florian Lanzinger. Er ist groß, jung, er kennt Torsches. Ich hoffe, dass bekommt seine Chance. Wenn 1-2 Verletzungen sind, das Kind hat das. Wenig Leute können Tore schießen, so wie ihm. Sein Bruder ist auch ein guter Torjäger, aber Florian hat etwas Spezielles. Hinten sind sie ein bisschen schneller wie letztes Jahr. Mit Katic, Wall, McPherson. Schnell, Wall ist schnell. Wir wissen nicht, wie gut er ist. Ist Katic, sehr guter Spieler. Mavairos ist immer noch verletzt. Linder, Kulde ist verletzt. Desjardins war verletzt. Hancock ist verletzt. So, Gesundheit ist sicher Nummer 1 auf der Liste. Und ich glaube heuer, Desjardins ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Ich glaube, hat die League vielleicht ein bisschen unterschätzt letztes Jahr. Aber zum Schluss, hat sehr gut gespielt. He's a 200-foot-Player, Offense und Defense. Und nicht vergessen, hat 12 Tore und 28 Punkte gemacht, nach einem sehr slower Start. So, ein ganz wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Natürlich, Hancock ist der Top Center. Er nimmt den Platz von Collins. Collins nicht dabei, er war brutal gut und brutal schnell. Er wird vermisst sein. Aber ich hoffe, dass Hancock wird gesund sein. Er ist ein guter Mittelstürmer, defensiv und offensiv. So, vielleicht ist schon wieder eine gute Mannschaft. Und natürlich, JP Lamoureux. Du weißt ganz genau, was du bekommst. Es ist mir wurscht, ob er 39 ist oder 20. Er bringt die gleiche Leistung jeden Tag im Training. Und er spielt entweder gut oder sehr gut. Selten siehst du ein Spiel, wo er schlecht spielt. Und Sweaty, letztes Spiel gegen Pustertal, hat eine super Leistung gebracht. So, diese Combo, und Sweaty akzeptiert seine Rolle,
Letztes Jahr in Innsbruck hat sein 12-13 Spiele gehabt und sehr gut gespielt. So ist der perfekte Backup für Lamoureux. So im Tor, die stehen ziemlich gut. Und das ist ganz wichtig für JP Lamoureux auch. Mannschaft kann gut sein. Natürlich defensiv ist gefragt. Offensiv, sie können Tor schießen, das wissen wir alle. Aber defensiv ist sicher hoch auf ihrer Liste. Na, weißt du was, dann finden wir doch gleich mal raus, was der Head Coach vom IDM Wärmepumpen VSV der Saison 23/24 hält. Dieses Gespräch mit Rob Daum, das gleich folgt, das wurde, wie gesagt, vor 2 Wochen aufgezeichnet. Deswegen kann die eine oder andere Sache schon ein klein wenig outdated sein. Dir für den Moment, Greg, mal vielen lieben Dank, denn nach Rob Daum geht's weiter mit den 5 internationalen Teams der win2day Eishockey League. 3 davon wird Anton Bernard, der Puls 24 Eishockey-Experte und die HCB-Legende, sehr ausführlich besprechen. Von 2 der internationalen Vertretern gibt's dann ausführliche Interviews der Head Coaches, nämlich Niklas Sundblad, der neue Head Coach des HC Südtirol Alperia, und dann von Dávid Kiss, dem Head Coach von Hydrofeher war AV19. Und Greg Holst gibt's dann in einer guten Dreiviertelstunde wieder zu hören. Dort geht's dann um Linz, Wien, Graz und Klagenfurt. Coach würde sagen, bis gleich. Jetzt aber Bühne frei für Rob Daum. win2day Hockey. It's a sunny day in Carinthia. No one else than VSV head coach Rob Daum sitting opposite of me. Coach, always great having you on the show. Well, thanks. I appreciate it. It's a beautiful day. It's been beautiful here for quite some time. There's a pretty beautiful place in the world. Of course, VSV fans expect beautiful things out of your team. It's a special season. It's the 100th anniversary of the hockey club. A lot of festivities. Some of them already happened. A lot of them in front of us. I'm sure a lot of things are going to happen during the year. In what regard does this year indeed feel special for you? Well, it is special. I mean, any organization that's celebrating their 100th anniversary, that's pretty impressive. And it's a rich history in Villach, and we are aware of that, and we want to try and make this a special season for all the fans. Villach is an interesting case. With you kind of brought success back to the program, the success that they enjoyed for such a long time. Every year with you as a head coach, they made the playoffs. Obviously not with the end result everybody in Villach kind of wants and expects. Last title still dates back to the 05-06 season. And interestingly enough, from an offensive standpoint, you didn't turn the team over too much. But 3 of the 6 defensemen are new. Was that the area you identified after the year that needed the most work and turnover? Well, it was. I don't think there was any question. We had signed a number of our forwards to a 2-year deals. We added Anthony Luciani through the course of the year, and he, I think, turned out being our most valuable player as chosen by the fans. So we wanted to re-sign him, obviously. So there wasn't a lot of room for us to make changes up front. We lost Chris Collins, which we didn't anticipate, and we made the change there, adding Kevin Hancock to fill that hole. But that was the only change, really the only player that we added, and that was forced upon us. So there was not going to be a lot of changes with our forwards. On the back end, we had a little bit more chance to make change. And I think that we had and because of that, we had a chance, we felt, to make that part of our game better. And with the players we've added, I definitely think that we've done that. We've both Kadich and Wall are excellent skaters, excellent puck movers, sound defenders, and Dylan McPherson is a more rugged type of defenseman. So when you put all 3 of them in a pot, I think we've got a different skill sets with all of them, and overall it makes, we're hoping it will make our defense better, not only defensively, but also puck moving. We have some players there that can really move the puck, and I think it's going to help our power play
also. And Nick Wetzel is starting his first full season. And we're hoping he'll continue to develop. We were really impressed with what he did last year. Yeah, one of the pleasant surprises. A huge surprise for us. Unfortunately, Lane Viveros is suffering from an injury right now, but we're hoping we'll get him back. And I can't say enough about the way Philip Lindner's game has matured and the way he's developed as a top-notch defenseman in our league. So, I'm hoping that collection, and you throw in Arturs Kulda with his experience and leadership and abilities as well. We're hoping that'll be a better part of our team than it was last year. Now, the preseason games with Villach involved so far have been fun. A lot of goals were scored. At the time of the recording, there's still one preseason game to go. When this recording comes out on win2day Hockey O'Clock, it will be, I think, another 2 weeks from now. So a lot obviously can happen in between now. So all the listeners out there, please excuse if something does come up that we obviously can't talk about. But the preseason is an interesting matter because obviously the first and foremost goal seems to be to get healthy throughout or through the preseason. But what for you signifies kind of a successful preseason? What do you want to see in this kind of phase? Well, I mean, we want to get our conditioning in place. We want to make sure that we get into the season being as physically fit as we can be. I'm a big believer. The players obviously have to do their training off ice in the summer, but I also am a firm believer that you have to have your on ice conditioning in order to be as fit as you can be. And that means we have to spend a lot of time doing conditioning exercises on the ice during this time. We want to stay healthy. We want to come out of the preseason with everybody in our lineup being fit. And we want to put in the basics of our tactics during the preseason phase. I think we're a little bit further ahead as far as our tactics are concerned because of the number of returning players that we have. So we've got a bit of a leg up in that area. We still have a lot of work to do as far as being as good as we can be, and that'll take us all season to continue to grow as a team. If you look at our teams over the last couple of years, we've had maybe slower starts, but in the second half of the year, we've been one of the best teams in the league, and that's that's not by accident, and that's the type of approach that we want to have again this season. But and that starts now by putting things in place and then working on them as the season progresses. One of the interesting things, if you look at Villach and the makeup of this roster, it's a very experienced roster, but it's among the older rosters in the league. Where's for you the fine line between having enough young legs, fresh talent, and experienced, savvy veterans, if there ever is any? Well, I think there is. I think you want to try and find that mix, if at all possible. But the key is to put the best team you can on the ice. And if you've got we're not a team or an organization that can necessarily build, because Nick Mattinen's a prime example. He comes in, has a really good year. Other teams in our league would be able to keep him and watch for him and continue to develop. He's gone from our team, so we basically have to take it for the most part 1 year at a time, and not look too far into the future. We'd like to be able to do that, but we really don't have that luxury. So you want to put the best team on the ice that you possibly can. If you have a player that's 34 that's better than a player that's 25 and gives you the best chance to be the best team this season, then I don't have a problem. I think that's what you have to try and do. Ideally, you'd rather have the 25-year-old, but if there's a big difference between the skill level and the skill set and the needs of your team, as long as that player can still play, then then I don't have a problem with the age of our team, as long as there's still production from the players that we have. The art is to make sure that you don't have players 1 year too long, where you have an older player that can't produce anymore, and that's the art of trying to find that balance. Another
interesting matter, and I guess it started out there in win2day Hockey O'Clock more than a month ago with the third oldest player in the league appearing on the podcast with Thomas Raffel. Villach has the interesting distinction of having the oldest player in the league on the roster, and it happens to be a goaltender. Now, everybody knows what a manic, in the truest sense and best sense of the word, what a manic worker Jean-Philippe Lamoureux is. But do you ever fear for the decline to happen somewhere along the way? Well, you always are aware of that and concerned about it, but he's our goalie, and there's no point in worrying about something until it appears. And there's been no indication in the games that he's played, or he's far. I think he's a younger goalie than his age would indicate. He doesn't have a history of injuries and those type of things. And goalies are a little bit different in a lot of ways. They are. But they're also different as far as the demands of their position. I think that goalies can play to an older age because of that. They're not in the physical contact. They're not challenged by that part of it. So the fact that JP is 39, I don't think is something that is a great concern. If he was 59, I might be worried. I'd understand that. You've gotten to the players every year with Villach, but you haven't had that championship yet that has eluded Villach for quite some time. Mm-hmm. What has to happen for Villach to finally get over that hump? Well, I think that for us to win a championship, that we have to stay healthy. We can't afford to have players get hurt. We don't have the depth. And I think a lot of teams can say that, not just us, but I think for us it's obviously very, very important. We have to have strong goaltending, as every team does that wants to win, and we have to have players have career years. We can't have players play below their capabilities. Everybody has to be as close to as possible at the top of their game, and we need other players who are maybe just at the beginnings of their careers to maybe surprise us and give us more than we anticipated. And if those things can fall into place, then I think you've got a chance to have success. And if, especially heading into the playoffs, you need all of those things. And once you hit the playoffs, you can get on a run. And that's what we're hoping will happen for us. Hopefully it happens. Very glad that you took the time. Really excited to see Villach in 2023, 2024. All the best for the 100th anniversary season. Thanks. Really looking forward to it. win2day Hockey. Das war also Rob Daum zur bevorstehenden Saison in der win2day Eishockey League, und von einer Ligagröße wie Rob Daum ist es nicht weit zu einer Ex-Ligagröße, die sich dankenswerterweise aber als Puls 24 Experte eingefunden hat. Das ist natürlich niemand geringer als Anton Bernard, und es gibt niemand besseren, um über die internationalen Teams und alles, was sich im Sommer ereignet hat, zu sprechen. Anton, erst einmal schön, dass du dich hier bei win2day Hockey O'Clock eingefunden hast. Danke für die Einladung, Martin. Schön, dass ich hier sein darf, und schönen guten Tag an alle. Anton, wie war der Sommer? Hoffe entspannt und auch mit dann wieder richtig viel Vorfreude auf die Liga. Sommer war gut. Ich bin wieder Papa geworden, also war auch ein bisschen auf der familiären Seite was los. Freue mich aber natürlich ganz toll auf die neue Saison. Bin gespannt. Die letzte Saison hat ja einiges geboten. Und wir wünschen uns natürlich, dass die neue Saison ebenso tolle Momente liefert. Erst einmal herzliche Gratulation einerseits, und andererseits ist es sehr toll, mit dir auch wieder in die Saison zu gehen, nämlich genau in derselben Konstellation wie vergangenes Jahr. Greg Holst und du haben als Experten
das Spiel 7 zwischen Bozen und Salzburg im Finale beendet. Am kommenden Freitag wird es zwischen Salzburg und Klagenfurt beim Season Opener von Puls 24 genau wieder dieses Expertendoppel geben. Man darf dich also nicht nur an dieser Stelle, sondern sehr bald auch wieder im TV hören. Möchte mit dir aber ein klein wenig auf die internationalen Teams eingehen und das ebenso kurz und knackig durchexerzieren, wie das bei Greg Holst und seinem Teil 1 mit den österreichischen Teams der Fall war. Und möchte mit dir zuerst über den HC Pustertal sprechen. Möglicherweise eine der ganz großen Enttäuschungen der vergangenen Saison. Der General Manager Patrick Bohner hat auch hier an dieser Stelle bei Hockey O'Clock sehr offene, sehr schonungslose Worte über das Abschneiden gefunden und der HCP wird sich rundum erneuert präsentieren. Da gab es schon ein paar vielversprechende Preseason-Ergebnisse, unter anderem auch ein recht deutlicher Sieg gegen den HCB Südtirol im ewigen Duell, was die Krone Südtirols anbelangt. Aber wenn wir vielleicht ganz vorne beginnen, was hat für dich letztes Jahr beim HC Pustertal nicht geklappt? Was muss aus deiner Sicht besser werden? Ist es so einfach zu sagen, alles? Ja, gute Frage. Ich denke mal, dass grundsätzlich ein bisschen die Kontinuität gefehlt hat, dass ein bisschen der Anhaltspunkt innerhalb der Mannschaft gefehlt hat. Da spreche ich jetzt ganz klar die Leader der Mannschaft an, dass die wahrscheinlich nicht genug performt haben. Die Legionäre waren auch nicht immer auf der Höhe. Dann gab es natürlich den Coachwechsel und alles in allem eine Saison, die sehr schwierig war für die Pustetal. Und deswegen glaube ich, dass heuer schon die Grundsteine, die Basis da ist, damit man das verbessern kann. Der Coach wurde ja relativ schnell bestätigt nach der Saison. Und die Neueinkäufe, glaube ich, lassen auch sich einiges erhoffen. Also ich erwarte mir da schon eine deutliche Steigerung von die Pustertal-Wölfe. Genau, Tomek Valtonen, du hast es schon angesprochen, weiterhin der Head Coach. Auch das keine Selbstverständlichkeit beim HCP. Und dann ist man auf große Einkaufstour gegangen. Natürlich überstrahlt bis zum gewissen Grad Jason Ackerson, der seines Zeichens auch als Ex-Topscorer in der deutschen Eishockey-Liga in die win2day Eishockey League kommt, sehr vieles. Mit Rick Schofield eine mehr als nur bekannte Ligakraft, auch ehemaliger Mitspieler von dir zurück in die Liga geholt worden. Die Defensive rundum erneuert, muss man ehrlicherweise sagen. Dein Bruder mittlerweile auch in Diensten des HCP, auch das spannend. Auf welche der Neuverpflichtungen freust du dich denn am meisten beim HCP? Ja, vor allem im Sturm freue ich mich auf Jason Ackerson, du hast ihn schon angesprochen, und auf XXL. Ich glaube, die zwei Spieler bringen genug Erfahrung und auch offensive Feuerkraft in die Mannschaft, damit man einfach auch die offensive Schlagkraft vorhanden hat. Und deswegen freue ich mich auf die zwei Spieler jetzt besonders. Ich denke, dass die Mannschaft schon schlagkräftig ist, weil vor allem auch, laut meinem Bruder die anderen Legionäre richtig Biss haben und sie sind schon richtig zu einer guten Einheit zusammengewachsen. Deswegen glaube ich, dass wir uns von den Pustertal heuer einiges erwarten dürfen. Das ist natürlich super Insights mit deinem Bruder Andreas, der sich den Posten im Tor gemeinsam mit Jacob Smith teilen wird. Wird auch spannend sein zu sehen, wie Tomek Valtonen die Goalie-Einsätze aufteilen wird. Wenn wir aber bei dieser vielleicht Offensive mit viel Feuerkraft sind, bei dieser rundum erneuerten Defensive und vielleicht versuchen, so ein klein wenig Stärken- und Schwächenprofil vom HCP zu entwickeln, könnte es sein, dass eine Stärke die Offensive ist und ohne jetzt die Spiele schon gespielt zu haben, aber dass vielleicht die Defensive etwas sein wird, an dem vor allem zu Beginn gearbeitet werden muss, oder siehst du Stärken und Schwächen vielleicht auch ganz anderswo? Ich glaube, da kommt gerade der neue Coach oder der bestätigte Coach ins Spiel mit seinem finnischen Stil. Die haben natürlich immer wieder einen relativ strukturierten Ansatz und das könnte der Mannschaft zugutekommen. Natürlich müssen die Torhüter performen und die Mannschaft hinten auch richtig gut zusammenhalten. Aber wenn die Struktur passt und wenn das Spielsystem auf die Mannschaft auch gut abgestimmt wird, dann dürfte das defensiv auch kein Problem sein. Was man dann auch so schnell vergisst, vergangenes Jahr hat ein
einziges Pünktchen gefehlt beim HC Pustertal, um sich dann in Richtung Pre-Playoffs zu retten. Und wer weiß, was dort passiert wäre. Gab ja auch schon viele Szenarien, wo Mannschaften über die Pre-Playoffs dann erst recht heiß gelaufen sind in Richtung Playoffs. Aber gerade auch nach der Einkaufstour, und ich habe diese Frage bei Greg Holst ja auch schon ein paar Mal gestellt, was muss für den HC Pustertal in der kommenden Saison passieren, dass man am Ende von einem Erfolg sprechen kann? Man muss einfach konstante Leistung bringen. Man muss schauen, dass man eben die angesprochene Defensive im Griff hat. Und wenn das zusammen dann mit der Offensive im Einklang kommt, dann kann man durchaus eine Steigerung sehen. Ich persönlich traue dem HCP durchaus auch die Top 6 zu. Also wenn das alles funktioniert, das wir jetzt angesprochen haben, dann wäre es für mich keine Überraschung, sie an 5. oder 6. Stelle zu sehen. Das Gute ist, und das weißt du noch nicht, das haben wir im Vorgespräch nicht besprochen, auch du wirst ein Power-Ranking liefern müssen, genauso wie Greg Holst, das dann auch in den Shownotes dieses Podcasts stehen wird, damit du entsprechend den Fans gleich mal eine Orientierung gibst, wie denn die Liga Stärken verteilt sein könnten. Das ist eine extrem undankbare Aufgabe, das ist mir völlig klar. Aber wenn sie jemand meistert, dann Greg Holst und natürlich auch du. Wir kommen zum großen Rivalen des HC Pustertal in Südtirol, zum großen HCB Südtirol Alperia, deinem Ex-Club. Und dort wird es dann auch wieder eine Stimme geben, nämlich jene von Niklas Sundblad, der Head Coach, der neue Head Coach, der Südtiroler, der mir vor ein paar Tagen Rede und Antwort gestanden ist. Deswegen nur ganz kurz, was ist so das, was du aus Bozen die letzten Tage und Wochen vielleicht auch vernommen hast? Deine Kontakte zum HCB sind natürlich immer noch exzellent. Was ist das für ein Team, das da unter Niklas Sundblad entsteht? Und wie groß ist auch vielleicht die Gefahr eines Finals Hangovers? Ja, dieses Final Hangover, das gab es in Bozen ja eigentlich immer, wenn wir ins Finale gekommen sind. Deswegen wird es heuer die Challenge werden für Coach Sundblad, die Leistung vom letzten Jahr zu bestätigen, da anzusetzen wieder. Und das ist schon eine sehr schwierige Aufgabe, weil natürlich die Erwartungshaltung von den Fans, von den Spielern selber auch sehr groß ist, von der Vereinsführung. Und eigentlich eine recht undankbare Aufgabe. Aber ich denke, Bozen hat seine Hausaufgaben gemacht, auf dem Transfermarkt relativ gute Spieler gefunden. Und die großen Fragezeichen bleiben für mich eben Coach Sundblad. Wie schafft er es, den Draht zur Mannschaft zu finden? Und der Neo-Goalie Niklas Wettberg, wie wird er seine Aufgabe meistern? Ich schlage vor, wir hören gleich mal rein beim neuen Head Coach des HCB Südtirol Alperia bei Niklas Sundblad. Jetzt bei win2day Hockey O'Clock. win2day Hockey O'Clock. Er ist einer der spannenden neuen Head Coaches in der win2day Eishockey League. Er ist der neue Head Coach des amtierenden Vizemeisters. Er ist der neue Head Coach des HCB Südtirol Alperia. Er ist Niklas Sundblad und er ist jetzt bei win2day Hockey O'Clock. Coach Sundblad, sehr toll, dass Sie es einrichten konnten, so kurzfristig auch noch hier beim Podcast ein klein wenig Rede und Antwort zu stehen. Ja, erstmal vielen dabei mitzuhaben hier und ich freue mich über die neue Saison. Ja? Coach, man kennt Sie als erfolgreichen Coach aus Deutschland, auch in Schweden. Was hat Sie in die win2day Eishockey League verschlagen? Letztes Jahr habe ich es ausgesetzt und habe nicht gearbeitet durch verschiedene verträgliche Sachen. Aber dann ziemlich früh die Saison habe Bozen mich kontaktiert und wir haben gesprochen und dann haben wir ein gutes Gespräch gehabt und war ziemlich ruhig dann. Aber dann Ende vor der Training Camp anfangen, dann hat Bozen mich wieder kontaktiert und ich war immer interessiert von Bozen und hat immer eine starke Mannschaft gehabt und dann hat alles ziemlich schnell geklappt und ich bin froh, ich bin in Bozen jetzt. Der Headcoach des letzten Jahres, Glenn Hanlon, der ist aus persönlichen Gründen zurück in die Heimat gegangen. Das war natürlich auch spannend, wie er die Mannschaft geformt hat, dann auch am Weg in Richtung großes Finale. Wie viel Mitspracherecht hatten Sie bei der Zusammenstellung der Mannschaft?
Eigentlich nichts vieles. Weißt du, die Mannschaft war fast gebaut, wenn ich konnte unten und Dr. Knoll hat gebaute Mannschaft da, so hat nicht so viel zu mitreden. Ich glaube, in Glenn Hanlon hat ganz ziemlich spät entschieden, er wollte zu Hause bleiben, aus persönlichen Gründen, und hat mir Kontakt mit mir genommen und hat nicht so viel dabei, mit der eigentlich die Mannschaft bauen. Bozen ist insofern ein spannendes Programm und ich habe mir das angesehen. Es gab, seit Bozen in der Liga ist, nämlich seit 2013, 2014 genau 2 Head Coaches, die länger als ein Jahr dort auch arbeiten durften. Also man kann schon ein klein wenig von so einem Hot Seat sprechen. In Bozen ist man nahezu dazu verdammt, auch Erfolg zu haben. Und jetzt haben Sie gesagt, Bozen hat Sie immer schon interessiert. Bozen ist eine veritable Hockey City, also absolutes Hockey Town, wo arbeiten, wo Eishockey relevant ist, aber eben auch viel Druck da ist. Ja, erstmal, ich kenne Italien vorher als Spieler. Ich habe schon 2 Jahre in Italien Spiele gemacht und ich kenne Bolzano und Bozen ganz gut von dieser Zeit. Bozen ist dieses italienische Traditionsverein. Da viele erreichen in vielen Jahren. Mit dem Druck ist so auch. Ich war vorher in Kölner Haie Trainer oder auch in schwedischer Liga, wenn da man Aufstiege hat. So, der Druck ist fast in jedem Verein, weißt du. Es ist unterschiedlich, wo man sieht, in welchem Druck das ist. Aber ist Spaß dabei, im Bozen machen. Wir wollen etwas erreichen. Wir wollen mitspielen mit den Besten und wir hatten eine Chance, das zu machen. Und von Trainer ist das immer gespannt dabei sein. Wie würden Sie die bisherige Vorbereitung zusammenfassen? Ich meine, Vorbereitung ist das eine, das andere natürlich auch die Champions Hockey League. Wir nehmen dieses Gespräch zwischen 2 Champions Hockey League Spielen auf. Die ersten 3 sind aus Bozener Sicht leider allesamt verloren worden. Jetzt hat man einerseits Training Camp und andererseits diese Spiele auf allerhöchstem Niveau. Wie blicken Sie auf diese intensiven letzten paar Wochen zurück? Ja, in Anfang habe ich ein Trainingslager gemacht in Corvara, 10 Tage, war ein gutes Trainingslager da. Und da haben wir ein paar Vorbereitungsspiele gemacht gegen zweite Ligamannschaft von Italien her. Und dann haben wir auch ein eigenes Turnier gemacht gegen da war Gotteron war da und Bratislava habe ich geschlagen. So, das war gute Spiele und dann, glaube ich, Mannheim gespielt und die anderen 2 Champions League Spiele hier gegen Ilves und gestern Abend habe ich hier gespielt in Geneva Servette. Die 3 Champions League Spiele gegen die Top-Mannschaft in Europa, das ist schon eine Hausaufgabe für uns, habe ich gestern gesehen und auch gegen Ilves. Es ist ein gutes Coach, man sieht, was wir muss besser machen, weißt du, alles war so. Wenn wir sind einen Schritt zu langsam, ja, da war man brutal bestraft gegen so starke Gegner. So, viele Spiele für uns momentan, aber wir kämpfen weiter und jetzt haben wir ein neues Spiel hier gegen Belfast da werden wir wahrscheinlich ein bisschen anderes Spiel sehen und wir sind gut vorbereitet für die auch. Jetzt werden Fans dann in 1,5 Wochen und wenn dieser Podcast erscheint, dann in ein paar Tagen endlich auch wieder den HC Südtirol Alperia im Liga-Alltag sehen dürfen. Welches Eishockey dürfen sich die Bozen-Fans und die Liga-Fans vom HCB erwarten? Was möchten Sie, wie möchten Sie spielen lassen? Ja, wir wollen schnelles Eishockey spielen. Wir wollen mit Vorchecking machen, wenn wir nicht die Scheiben haben und drücken auf die Gegner, sie stehen, so wir können schnell umschalten ins Spiel. Aber wir wollen läuferes Eishockey sehen und mit vielen Scheiben im Besitz spielen. Und das ist unser Ziel. Ganz spannend, was den Kader anbelangt, sind vor allem die Veränderungen in der Defensive. Gibt gleich mehrere neue Import-Defensemen. Es gibt ein komplett neues Goalie-Tandem und gerade die schwedische Schule kommt ja dann immer aus auch einer kontrollierten Defensive heraus. Wie sehr haben Sie auch in der Vorbereitung alles in den Fokus genommen, was defensiv passiert, was mit dem Defensivpersonal auch zu tun hat?
Ja, genau. Erstmal habe ich schon ein paar richtige Klatsche letzte 3 Spiele bekommen. Weißt du, wir hatten gegen Ilves und Tampere da und Bruneck war wir ein und letzte Spiele so weit. Viele Gegentore letzte 3 Spiele gekommen, aber von der defensive Seite ist es Anfang mit eigener Zone, aber wir arbeitet, wir mussten enger und schneller spielen, so wir kriegen die Scheibe zurück schnell da und dann Scheibe vorne bringen. Wir hatten etwas zu arbeiten, das ist kein Thema, habe ich gesehen, letzte paar Spiele her, da wir mussten schon Verbesserungen machen in unsere defensive Aufgaben, da weißt du, wenn wir so viele Tore reinlassen wie letzte paar Spiele, haben wir keine Chance. Aber wie gesagt, es ist ein Lernprozess, verschiedene starke Gegner und wir arbeiten weiter und wenn die Liga anfangen hier in eine Woche, ja, dann wollen wir alles im Griff haben. Für Sie geht es am Freitag dann gleich zum Auftakt nach Tirol, nämlich zum HC Innsbruck. Auch eine Mannschaft, die Champions Hockey League spielt. Das wird ein sicher spannender erster Vergleich. Wie viel von der Liga kennen Sie denn schon? Wie viel wissen Sie denn schon über die Liga? Wie viel Zeit war da, sich im Englischen würde man sagen, familiarisieren? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Mal gescoutet und in der österreichischen Liga hier und Spiele angeschaut und ich kenne die Mannschaft, also vom Namen und so und schon ein paar Spiele kenne ich auch davor in DEL gespielt, so ich kenne die meisten Spiele davon. Zum Innsbruck habe ich nicht so viel Ahnung wie die Art und Weise spielen und so, aber wie gesagt, erstmal ist Fokus an das Spiel am Samstag hier in Champions League und dann wir schauen vorne gegen Innsbruck. Aber wie gesagt, ein bisschen in die Playoff letztes Jahr angeschaut, auch wenn Salzburg war dabei gegen Bozen und so. So ist eine gute Liga und jedes Spiel war eng, jeden Abend, weißt du, und wir brauchen gute Vorbereitung und bereit zu spielen jeden Abend. Jetzt gab's seit der Liga-Zugehörigkeit des HC Südtirol Alperia genau ein Jahr, in dem Bozen nicht in die Playoffs gekommen ist. Die Erwartungshaltung ist groß. Sie haben auch schon angesprochen, der Druck ist natürlich auch entsprechend groß. Aber was muss passieren, dass Sie am Ende der Saison sagen, es war ein gutes Jahr? Ist es der Titel und sonst nichts oder sind Sie auch mit anderem zufrieden? Ja, ich sage, wir versuchen immer in jedem Spiel die Teilnehmer zu gewinnen. Das ist Nummer 1, weißt du. Und wenn das machen wir mal weit gehen. Ich weiß, wie wir einen Titel gewinnen, das ist unheimlich schwer, muss ich sagen. Ich habe selbst 19 Jahre Spiele einmal gewonnen mit Kölner Haie. Jetzt bin ich 15 Jahre Trainer, einmal mit Ingolstadt gewonnen. So, ich weiß, wie schwer das ist, so Titel erreichen. Da muss viele Sachen stimmen, wenn man das gehen. Und letztes Jahr war Bozen genau auf das Spiel 7 und verloren die letzten 5 Minuten der Meisterschaft. So eng könnte das sein, weißt du. So, weißt du, wie ich sage, wenn man Playoff erreicht, kann alles passieren. Ich bin mit Ingolstadt auf 9. Platz und war die ganze Weg marschieren und Meister geworden. Und auch mit Kölner Haie Spiele war Platz 6 und Meister geworden. So, wie gesagt, Ziel ist Playoff und dann kann alles passieren, weißt du. Und wenn man gut im physischen Status, alles sind gesund, da kann man ziemlich weit gehen dann. Das hört sich doch nach einem vernünftigen Plan an. Bedanke mich sehr fürs Zeitnehmen, freue mich sehr auf den HC Südtirol in der kommenden Saison und wünsche Ihnen alles Gute für die anstehenden Aufgaben. Super, danke schön. Win2day Hockey. Spannende Einsichten von Niklas Sundblad und der ist sich natürlich der Tatsache bewusst, dass in Bozen immer wieder Druck herrscht, hohe Erwartungshaltungen vorhanden sind und ein klein wenig das diametrale Gegenteil möchte ich es jetzt nicht nennen, aber Erwartungshaltung und Erwartungsdruck in Asiago dann doch deutlich kleiner, als das beim italienischen Rekordmeister auch der Fall ist. Asiago seines Zeichens jetzt mit einem Hockey Hall of Famer auf der Head Coach Bank, Tom Barrasso, im vergangenen Sommer in die Hockey Hall of Fame gewählt worden. Wenn du die Off-Season-Aktivitäten von Asiago einordnen müsstest, was ist so dein Fazit?
Ich glaube, relativ unbeeindruckend, aber nicht jetzt von der Qualität her, sondern einfach daher, weil ich die Mannschaft ähnlich einschätze wie letztes Jahr. Sie haben wieder eine sehr junge Mannschaft mit einigen Italos, mit jungen, hungrigen Spielern, die in den Minors relativ gute Statistiken hatten. Und da kann der ein oder andere schon dabei sein, der auch seine Leistungen in Europa abrufen wird. Für mich geht es bei Asiago darum, dass man eine Mannschaft wird, dass man sozusagen eine Einheit wird, die zusammen kämpft und die sicherlich eine Außenseiterrolle haben wird, aber die kann einem ja auch zugutekommen. Sie werden sicherlich für die eine oder andere Überraschung sorgen und es wird darauf ankommen, wie hart sie arbeiten wollen, sie müssen einfach rackern. Hört sich dann immer so einfach an, aber ob die Umsetzung dann auch entsprechend klappt, das ist die andere Geschichte. Man hat den italienischen Topscorer, nämlich Anthony Salinitri, an die Moser Medical Graz 99ers verloren. Insofern stellt sich natürlich auch die Frage, wer nicht nur dessen Produktion ersetzt, sondern ganz generell auf welchen, vielleicht auch Neuzugang, auf welchen Spieler von Asiago Hockey du dich am meisten freust. Ich habe mir da den Alex Jarullo angeschaut. Der hat natürlich jetzt keine Europakarriere, aber letztes Jahr in der East Coast Hockey League mehr als ein Point per Game. Und das sind eigentlich genau diese Spieler, die sich in Europa durchsetzen wollen. Der wird sicherlich offensiv Akzente setzen und einen Salinitri versuchen zu ersetzen. Jetzt hat Asiago Hockey eine blitzsaubere Debütsaison in der win2day Eishockey League gespielt. Ist ja auch immer wichtig zu sehen, dass neue Teams nicht irgendwie Jausengegner sind, sondern auch tatsächlich kompetitiv unterwegs. Man hat es auf Anhieb in die Pre-Playoffs geschafft. Man hatte da auch ein komfortables Punktepolster auf die Moser Medical Graz 99ers. Also ist nicht nur irgendwie reingestolpert, auch wenn man gegen Hydrofeer war von 19 dann mit 2-0 in der Pre-Playoff-Serie den kürzeren gezogen hat. Aber wenn du dir die Mannschaft vom letzten Jahr nochmal so vor Augen führst und das, was vielleicht auch besser werden sollte, wo es Luft nach oben gibt. Was sind denn so Stärken, Schwächen dieser Mannschaft? Wo möchtest du Verbesserungen auch sehen? Ich glaube, letztes Jahr haben wir vielleicht viel diese Blauäugigkeit gesehen. Das ist einfach der Mangel an Erfahrung. Und wenn sie das heuer mit ein bisschen mehr Routine hinkriegen, dass man die Spiele einfach mit einer gewissen Lässigkeit runterspielt und sozusagen diese Routine und Erfahrung, die sie jetzt vielleicht noch nicht haben, aber die sie zeigen müssen, um auch dem ein oder anderen Top-Favoriten die Stirn zu bieten. Jetzt ging es letztes Jahr in die Pre-Playoffs und die Frage nach Erfolg wird natürlich auch bei Asiago Hockey angelegt. Ist es schon ein Erfolg, erneut in die Pre-Playoffs zu kommen oder muss da der Fokus höher gerichtet sein? Ich glaube, wenn Asiago den Sprung in die Playoffs schaffen würde, dann wäre das schon eine Überraschung. Die Pre-Playoffs wieder zu erreichen, wäre für mich ein realistisches Ziel. Und auch ein anspruchsvolles Ziel, weil das ist ja nicht garantiert und schon schwierig genug, dieses Ziel zu erreichen. Ebenfalls in den Pre-Playoffs vergangenes Jahr war Hydrofeer AV19, der Vizemeister von vor 2 Jahren, der mit einer sehr kurzfristigen Head Coach Bestellung auf sich aufmerksam gemacht hat. Kevin Konstantin hat ein Angebot aus Nordamerika bekommen, das er nicht ablehnen konnte. Deswegen sitzt dort jetzt Dávid Kiss im Chefsessel, wenn man so will, bei Hydrofeer AV19 und der hat sich vor ein paar Tagen hier bei win2day Hockey O'Clock eingefunden, um ausführlich über die neue Rolle zu sprechen, wie es dazu kam und wie dieses Programm dann auch tatsächlich auch gebaut werden soll. Dávid Kiss von Hydrofeer AV19. win2day Hockey O'Clock. It is with great pleasure that I now have one of the new head coaches of the win2day Ice Hockey League opposite me. It's none other than Dávid Kiss, the new head coach of Fehava AV19. Coach Kiss, so happy to have you on win2day Hockey O'Clock. Hi, thank you very much for the invitation. Coach, how does it feel to be the Hungarian
a Hungarian head coach for the Hungarian team. It's been a long time. Yeah, it's been a long time, and I was waiting for this opportunity. I mean, it feels great, and I really appreciate the club that they trust me and they offered me this job, and I was more than happy to take it. And when I started my coaching career, I was hoping that one day maybe I can be one of the guy who can be a head coach here, and now we are here. So I'm just really happy. Obviously, you're following into pretty big footsteps with Kevin Constantine, who coached the team to a finals appearance 2 years ago. And to a lot of people, it came as a surprise that the coach Constantine left the club and that you took over. What exactly happened? Yeah, well, I was just as surprised as everybody else. It happened one day to another. Kevin had this great opportunity to go home and coach in the WHL, and he got a 4-year contract. And he decided that he will take that job because he would have 1 year left here from his contract. So he just called Victor and let him know that he would not coming back if it's possible. And I guess they agreed, but it was really surprising, and it happened really late, in the summer, just a couple of weeks before we would have started. So just things are happened, and we moved on, and I wish a lot of luck and success for Kevin. Obviously, the league loses a very funny, very intelligent coach, but the transition for Hydrofeava AV19 is fairly seamless because you've been Coach Constantine's assistant for a couple of years. But what were kind of the first steps that you took, the first steps that you thought of when assuming the role of the head coach? What are kind of the priorities that you try to get in order? First of all, the roster was ready, and I didn't have too much voice to put the team together. So basically, for the beginning of the summer, I was preparing to still be an assistant coach and help Kevin's job and do whatever it needs. And now I got a team that I wasn't picking the players, but it's a good team, and I love the guys. But we started something with Kevin 2 years ago, and I think he did a really great job. That we went back all the way to the basics and the fundamentals, to create good habits. And system-wise, I think we were really disciplined. So that system worked. We went all the way to the finals in our first year, and our second year we were struggling with the goal scoring mostly. So I would say that 80% of the system would stay the same, and our detailed rules. But I hope I can give a little more freedom for one of our guys or some of our guys that they have some offensive potentials, that their job is to score goals. And of course, defense is always important, but try to find our strength in offense also. So I would like to help them to have that balance again, that defensively really structured and we're working hard, but also offensively we have the creativity and our room to make moves, We're recording this conversation basically 1.5 weeks before the start of the season. You're opening the season on Friday with an away game at Asiago and then a back-to-back game the following Saturday against Bolzano. So a tough road trip at the start of the season. But if you look back on the preseason so far and how the team has come together, how happy
are you with what you've already seen, and what do you want to see and work on the rest of the preseason until the games really start to count? Yeah, if we just watch the results, win or loss, then it's not that nice, and we know that. We played Klagenfurt early in this month, or in August. That was our first game, and we were just on the ice 3 days before. So Klagenfurt just was simply better, and then next time we played Villach, we were better compared to the Klagenfurt game, but we hit the post and we didn't score on our chances, and we just let them way too many odd man rushes against, and they scored. And we played and ICEHL from the Alps League, so there was a little pressure, another team from different league that should be a must-win game, and we did. And we played the Slovakian team that 5-on-5, I think we were better, and then suddenly we were not disciplined enough, and we took penalties, and we were down 2 men shorthanded, 3-on-5, 4-on-5, and we got scored on, and suddenly the score was 3-0 already for them in the third period. So we were just kind of tracking that game. We almost came back, but couldn't. So penalties are killing our game so far. It's not because the guys are not following a structure. It's just too many stick penalties and useless penalties that we not outworking hard enough the opponents yet. But I can tell that from game by game, the team was better, and everything that we talked, or the system for the new guys, was clear every time, and they got better. And right now, that's all I care. That if they can be better game by game, and when season starts, I hope we'll be ready. And of course, there's always something that you can fix and teach and correct. So we have one more game left against Mountfield, probably the toughest opponent, and I've seen them playing. I've seen them playing against Vienna, and Vienna is a great team, but Mountfield just was great on that game. So, I think it would be a nice challenge for our team and for some of our younger guys or some new guys that they haven't played in the league or in Europe yet. And just like a year ago when we played the CHL games as preseason games, those games were kind of, I would say, the same like the Mountfield game will be. And we were losing in the CHL, right? But the speed and the skill set, what we needed, it was helping us to start the season. That we face such a high level teams in the CHL that we might lost those games, but the season start was good because of that. So I'm hoping that Mountfield game maybe will be challenging again for our results. But in the big picture, I hope it will give us enough, speed or whatever we need to carry it on. Any positives that we can find in that game to start the season a week later. As with all the other head coaches on this podcast, I want to keep this conversation fairly short. I only got a couple more questions for you, and one of them obviously regarding the team. And we know the drill, and we know the hockey world. A new season brings a lot of new faces. Obviously some returnees to Fehova with Josh Atkinson, one of the key cogs in the finals run 2 years ago, but two big losses, one to retirement with Andrew Sarawa, one with Janat Ede, who's now in Denmark. How big is the void those two are leaving, and who's gonna fill them, and who's gonna assume leadership roles on the team, just like those two did? Yeah, they just like you said, they are big losses, and I wish
Sarzi, a happy retirement, and I actually if I can say it now, Sarzi is actually Kevin's new assistant coach where Kevin went. So yeah, Sarzi already started his coaching career, and Johnny is in another league now, so that's good for him, and I wish him a lot of luck. But it will be really hard to replace them, because I would say that right now we give our young Hungarians a chance, and those two had many years behind them in this league, and they were role models on leadership. And now you guys gotta step up and fill that spot. So right now we have our roster, and we'll see if we will need changes later on. I've talked to a couple of people who know the FEHAVA organization fairly well, and they said some of the signings look very promising, some interesting new players that you brought in, but maybe the most important signing happened away from the ice, and people always start bringing up Tyler Dietrich, your assistant coach. How big of a signing is that indeed, and how does it look when you two work together? Yes, so we worked together before, at our academy, and he was the head coach, I was the assistant, but we always worked together as we never had this, that who's the head coach, who's the assistant coach. And of course, yeah, I have the final word this year, and I gotta take the blame if something not goes well. But Tyler is a really smart guy, and I like working with him because he's always open-minded and has new ideas, and he was with Team Canada for 7 years, and he got the chance to work with such a great coaches and players that the knowledge what he has will help me, will support me, and as a coaching staff, I think we will work together. And I also have to mention our goalie coach, because he's a big part of it. So Samuel Nordman, yes, thank you. So three of us will run this, and I hope this young energy that describes us as a coaching staff will stick to the guys, and they can use this. Preseason is a time of the year where a lot of hockey cliches are repeated and repeated and repeated again. Everybody wants to have hard workers, good character guys. Everybody wants to play a fast brand of hockey. Everybody wants to maximize opportunities and whatnot. If we're trying to, and to every cliche, there's a grain of truth to it. If you want to see one thing from your team in the upcoming season, and it might be a cliche, what are you looking for with your players? It's just that pure trust and believe in themselves and in the team, because individually they're great players, and if all individual can buy in to the system, we will be good as a team. And last year we were a well-structured team with less individuals, so I hope that I can see the hunger in those players' eyes, that I know that they're capable of picking up points in this league to help us win games. Sounds great. Wishing you all the best for the endeavor. Looking forward to seeing Hydro FEHAVA AV19 very soon in the league. Thank you so much for doing this. Thank you very much. Win2day Hockey. Ich habe in dem Gespräch durchaus absichtlich nicht danach gefragt, weil er es wahrscheinlich auch nicht mehr hören kann, jüngster Headcoach der Liga und dergleichen. Aber wie geht's dir damit, dass die Headcoaches in der Liga mittlerweile jünger sind, als du es bist mit deinen immer noch sehr jungen 34 Jahren? Ja, schon spannend. Eine Riesenaufgabe und auch eine riesen Herausforderung. Da geht's halt dann darum, dass man sich wirklich auch einen schönen Draht zur Mannschaft zurechtlegt.
dass man sich auch den nötigen Respekt verschafft, weil wahrscheinlich gibt es ja dann auch Spieler, die gleich alt sind oder wahrscheinlich sogar älter. Und da geht es wirklich darum, dass man eine schöne Beziehung zu den Spielern hat. Bin sehr, sehr gespannt, aber das hat sich alles sehr, sehr gut angehört, was Dávid Kiss da zum Besten gegeben hat. Und da sind sicherlich auch viele Daumen gedrückt, dass es gerade ihm mit einer spannenden, vielversprechenden Mannschaft auch gut laufen wird. Das bringt uns zum vorletzten, zu Olympia Ljubljana. Immer eine Wundertüte für mich. Da gibt's nach oben viel Platz für Bewegung, aber das könnte, wenn die Dinge ganz schief laufen, natürlich auch nach unten gehen. Auch die wirtschaftliche Situation der Slowenen nicht immer ganz einfach, aber möchte da zur Abwechslung mal nicht damit beginnen, was nach der Vorsaison besser werden muss, weil man da auch wie beim HC Pustertal einfach alles antworten könnte, sondern möchte mit einem Spieler beginnen und muss da vorausschicken, für mich sind so Posterboys immer spannend, welche Typen, welche Spieler dann tatsächlich auch auf den Plakaten landen, auf den Tickets, wer so die Ticketseller auch sein sollen. Und du warst das einerseits jahrelang beim HCB Südtirol. Es gibt mit den Stefan Gaffals dieser Welt, den Thomas Raffels, den Thomas Hunderpfons in Österreich sehr, sehr viele Posterboys, aber wo rangiert da Giga Panzer? Also für mich so gefühlt einer der ganz ikonischen Spieler eines Teams. Du kennst ihn selber, hast auch mit ihm zusammengespielt und eine Meisterschaft gewonnen, aber Giga Panzers Impact auf Eishockey in Slowenien im Allgemeinen und in Ljubljana im Speziellen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie siehst du das auch von außen? Ja, Giga Panzer ist ein ganz fantastischer junger Kerl. Er hat sich ja in Bozen verewigt mit seinem Treffer in Overtime in Spiel 5 in Salzburg. Er ist einer natürlich, der Eishockey lebt. Er ist ein seriöser Arbeiter, hat sicherlich von der Qualität her nicht die eines Top-Legionärs, der immer vorne in der Topscorer-Wertung anzufinden ist. Aber trotzdem, einen Siegerpanzer in der Mannschaft zu haben, ist ein unglaublicher Mehrwert. Er wird wahrscheinlich auch als Kapitän bestätigt werden, nehme ich an. Und zusammen mit Dziga Pavlin werden sie diese junge Mannschaft leiten müssen und in die richtigen Schranken weisen müssen. Es ist auch eine Mannschaft, die einerseits das Who is Who des slowenischen Eishockeys wie immer beinhaltet, aber andererseits dann auch das Legionärskontingent nicht mal ansatzweise voll ausnützt. Eine Mannschaft mit gutem slowenischen Kern, auch weiterhin jetzt unter Antti Kahula, das ist rausbekommen. Wenn du jetzt auf den Roster blickst, ein paar Tage vor Saisonbeginn, auf welchen Spieler, vielleicht auch auf welchen Neuzugang freust du dich am meisten? Ich freue mich auf Maris Mitschewskis, wenn ich das richtig sage. Den Letten. Tolle Karriere hinter sich, auch gerade im richtigen Alter als Centerman, glaube ich, wird wahrscheinlich der Einser-Center werden. Und von dem erwarte ich mir schon einiges. Der könnte ich mir vorstellen, dass der die Mannschaft in der Offensive anführen wird. Hat viele, viele Dienstjahre in der Continental Hockey League absolviert, zuletzt in der tschechischen Extraliga unterwegs gewesen. Ein großer Name bei einem vielleicht nicht ganz so großen Club, aber wer weiß, was bei Ljubljana dann eben auch am Ende für ein Tabellenrang stehen wird. Bringt mich dann auch schon zur letzten Frage, bevor ich dich dann entlassen darf. Was denn passieren muss für Ljubljana, um die Saison 23/24 als Erfolg zu bezeichnen? Ist es so einfach zu sagen, eine Verbesserung des Tabellenrangs, oder möchtest du da mehr sehen? Ich denke mir, bei Ljubljana geht es darum, dass man wirklich diese Außenseiterrolle akzeptiert, dass man sich vielleicht auch dadurch motiviert, wie es bei uns auch schon der Fall war in Bozen. Und wenn man diese Rolle erstmal richtig mit einer Coolness runterspielt und sozusagen nichts zu verlieren hat, dann traue ich Ljubljana auch einen Pre-Playoff-Platz zu. Wäre in jedem Fall sehr, sehr spannend, die Slowenen dann auch wieder
in der Postseason zu haben vor 2 Jahren, als es im Viertelfinale diese wunderbare Serie gegen den VSV gab. Hat das alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und wäre doch schön zu sehen, wenn es 2 Jahre später dann auch wieder mit der Postseason-Teilnahme klappt. Deine Teilnahme am Puls 24 Hockey Matchday, die ist in jedem Fall schon gesichert. Die gibt's am kommenden Freitag dann ab 18:45 Uhr live auf Puls 24 zu sehen. Red Bull Salzburg gegen den KAC. Das wird ein großes Eishockey-Fest werden. Freue mich sehr, dich dann dort zu sehen. Freue mich noch viel mehr, dass du an dieser Stelle bei win2day Hockey Clock ein klein wenig dir Zeit genommen hast, um über die internationalen Teams zu plaudern. Danke, Anton. Danke, Martin, hat mich gefreut und wünsche allen eine schöne Saison. win2day Hockey Football. Und so schnell gibt's dann auch Coach Greg Holst wieder auf die Ohren. Anton Bernard, der gerade eben noch ein klein wenig über Olympia Ljubljana gesprochen hat. Und Coach, du darfst nahtlos dort fortsetzen, wo du im ersten Teil dieses großen win2day Eishockey League Preview Podcasts aufgehört hast. Nämlich sprechen wir über 3 weitere österreichische Vertreter. Wir haben uns unseren Weg vorher bis nach Villach gebahnt. Jetzt geht's ein klein wenig weiter nördlich, dann wieder weiter. Wir wollen über die Black Wings aus Linz sprechen. Und die vergangene Saison, die stand so unter dem großen Motto, die Fans wieder zu begeistern, Eishockey in Linz wieder ganz neu aufzuziehen. Und dort die Speerspitze war natürlich der Head Coach Phil Lucas, Vereinslegende, Nummer retired, einer der intelligentesten Menschen. Wir durften sehr lange mit ihm zusammenarbeiten. Dementsprechend können wir das dann hoffentlich auch mit Fug und Recht behaupten. Einer der besten Hockey-Minds in Österreich, der dieses Programm wieder auf Schiene gebracht hat. Und letztlich hat ein Tor im Viertelfinale gegen den HC Südtirol in der Overtime den Unterschied ausgemacht, hätte natürlich auch zugunsten der Linzer ausgehen können. Aber wenn du diesen Job von Phil Lucas jetzt nochmal Revue passieren lässt, was da er und sein Staff und das Ganze drumherum in Linz geleistet haben. Wie bewertest du das? Oh, absolut beeindruckend. Und ich bin ein Phil Lucas Fan, auch davor. Und mein Bauchgefühl, mein Gut Feeling, wir haben das diskutiert. Sicher der wichtigste Mann in Linz, dass dieser Head Coach Job genommen hat. Das ist nicht einfach, besonders wenn du wohnst in dieser Stadt. So, mit Zug Speaker, ein super Trainerteam, die Mentalität, was Philipp Lucas hat, er bringt es in seine Mannschaft mit dieser Arbeit und Siegeswille. Und was für eine Saison letztes Jahr. Und wenn du denkst, wie knapp das war gegen Bozen, und Lebler hat die Chance, 8 Minuten vor Schluss, ganz allein vor Harvey. Und ein Nachschuss zum 3-1 waren sie im Finale. Was für eine, aber was noch wichtiger ist, sie haben einen Superstart gehabt, denn sie haben eine lange Phase, sie waren im Tief, wirklich im Tief. Aber sie haben nicht aufgegeben. Leading the way, Philipp Lucas und der Coaching-Staff, sie haben einen Weg gefunden. Denn in den Pre-Playoffs, sie rutschen ein in den Playoff. Ein Full House nach dem anderen. Eishockey lebt in Linz, wie es sein soll. Beeindruckende Saison, eine beeindruckende Leistung von der Mannschaft und die Zuschauer und der Vorstand und natürlich Phil Lucas, Suchs und Pinker. Auf welche Verstärkung der Black Wings, und auch da ist sehr viel gleich geblieben, aber es gibt dann trotzdem ein paar spannende Zuzüge. Auf welchen neuen Spieler im Dress der Black Wings freust du dich am meisten? Well, Mackenzie ist zurück. Er ist ein ganz guter Spieler, hat früher gespielt in dieser Liga. Mackenzie. Steinach. Wie gut war Steinach letztes Jahr in freaking Salzburg? Er war gut. So, sie haben offensiv Fähigkeiten, aber defensiv auch gut. Logan Rowe war letztes Jahr stark. So, jetzt hast du vier gute Ausländer. Wurzel dazu. Kragel, ich hoffe, dass er gesund ist. Und Wolf. Gut besetzen. Das Defensiv ist gut. Natürlich, wer ist im Tor? Tironen kann einer von den Besten in der Liga sein. Und Hörneckel ist ein super Backup. So, im Tor sind sie stark. Natürlich, wenn du ein guter Trainer sein willst,
du brauchst ein guter Tormann. Wenn du ein Supercoach sein willst, du brauchst ein Supertormann. Das ist meistens so. Im Tor gut besetzt, Defense auch sehr gut. Fellner haben sie geholt von Innsbruck. Er ist groß, stark, als einheimischer Spieler wichtig. Knott. Ich glaube, das Knott. Ich bin ganz neugierig auf ihn. Er hat so viel Talent, er ist groß, talentiert. Letztes Jahr, er war gut, aber ich glaube, er kann sehr gut sein. Eine ganz, ganz wichtige Mannschaft. Ich bin wirklich neugierig, wie er spielt in sein zweites Jahr. Brody Stewart kommt von der zweiten Liga, spielt dritte, vierte Linie, he's a workhorse. Kann Lebler seine Leistung bringen und Tore schießen? Sein Job ist Tore schießen. Er ist nicht mehr der Jüngste, er hat einen super Schuss. Ganz wichtig, dass er Tore schießt. Romek, Chrysler ist verletzt, was ich weiß. Stieke hat was. Er war auch verletzt. Ist auch schon wieder verletzt. Saint-Amand, was für ein Spieler. Zum Schluss, super Tor geschossen. Romek, der Mannschaft. Natürlich, Gaffel hat eine super Saison gehabt. Ein Fehler zum Schluss. Aber wenn ich das Fehler angeschaut habe, bei der Siegestor gegen Bozen, okay, er ist umgedreht, normal schiebst du die Scheiben ein. Aber in sein Schutz, ich will ihn ein bisschen schützen. Er dreht mit den Scheiben, aber da war kein Verteidiger, ihm zu helfen auf die eigene Blatt. Die waren schon auf die Offensive. So, ja, er hat die Scheiben verloren, aber auch die Unterstützung von meinem Verteidiger war nicht da. So, ich wollte nur der Gaffel helfen. Ich erwarte ein gutes Jahr. Ich glaube, vor ein paar Spielen, der letzte Spieler hat 2 Tore geschossen und ein Penalty geschossen. So, er hat gelernt, das ist alles Erfahrung. Ich erwarte, ich glaube, dass der Gaffel kann ein sehr, sehr gutes Jahr haben heuer. Wieder. Ich möchte die nächste Frage kombinieren, weil ich dich bei Teams auch schon gefragt habe, was nach der Vorsaison besser oder anders werden muss und wo du aber auch gleichzeitig glaubst, wo die Stärken einer Mannschaft liegen. Was muss bei Linz dieses Jahr besser werden als im Vorjahr und auf welche Stärken glaubst du, wird es hinauslaufen? Well, so wie alle, okay, gesund bleibt, gesund ist für alle gleich. Sie müssen mehr konstant spielen, das über die Saison. Es ist okay, wenn du 1-2 Mal verlierst, das ist in Ordnung. Aber wenn du gewinnst 7-8 hintereinander, dann verlierst du 7-8 hintereinander, das kann nicht passieren. Sie müssen mehr konstant spielen mit der Leistung durch die ganze Meisterschaft. Aber diese Mannschaft ist gut besetzt, aber nicht vergessen, die Erwartungen sind jetzt ganz anders. You're going to have gegen Villach im ersten Spiel nächsten Sonntag a full house. Villachs erstes Spiel in Linz. It's going to be full. Die Erwartungen sind ganz anders wie letztes Jahr. Letztes Jahr war okay, sehen wir, was passiert. Hoffentlich wir überleben. Oh boy, sie haben überlebt, all right. Jetzt können sie mit diesem Druck gut umgehen? Können sie mit diesem Druck leben? Die Erwartungen sind groß. Ihr Ziel ist sicher 6. Und sie können es schaffen mit der konstanten Leistung. Offensiv ist wichtig, aber defensiv ist, so wie bei den meisten Mannschaften, Defense ist gefragt. Wie sieht der Erfolg für die Black Wings 2023-24 aus? Well, Nummer 1 ist Top 6. Ist Top 6. Und ich glaube, ihre Ziele sind Semifinale. Natürlich, sie hoffen, dass sie alles geben. Ja, die erste Ziel ist Meistertitel. Aber sie fangen an mit einem guten Ziel. We got to get the Top 6. Und dann Top 4 ist möglich. So, ich glaube, sie haben eine sehr, sehr gute Chance, Semifinale zu erreichen. Und dann sehen wir, was passiert mit Verletzungen, Gesundheit, Krankheiten, andere Mannschaften. Wer steht im Semifinale? Es wird nicht einfach. Sie können es nur schaffen, aber ich glaube, Philipp Lucas kann das machen, wenn sie mit diesem Druck umgehen können. Das Semifinale immer ein gutes Stichwort, weil
das, glaube von der Clubführung der Spuser Vienna Capitals auch immer als großes Ziel vorgegeben wird. Deswegen geht es ein klein wenig weiter nach Osten auf der A1 von Linz nach Wien. Und das wird, glaube ich, auch ein klein wenig dauern für uns als Berichterstatter, sich mit dieser Wiener Mannschaft vertraut zu machen. Ganz viele altbekannte Gesichter, aber eben kein Raphael Rotter mehr, kein Bernhard Starkbaum mehr. Das sind zwei der ganz verdienten Spieler auch der jüngeren Vergangenheit. Und weil am ersten Saisonsonntag in Wien-Kagran auch die Raphael Rotter Night ist und dort seine Nummer retired wird, bin ich der Einzige, der es komisch findet, dass ein immer noch aktiver Spieler schon seine Nummer retired bekommt, oder geht's da wirklich nur mir so? Ja, vielleicht ist es komisch, aber mein Nummer in Innsbruck war auch retired und ich war am Eis mit der Mannschaft und ich habe gespielt für Innsbruck. Okay, das ist noch komischer. Ja, das ist noch komischer. So, für Rotter, hey, er ist eine von meinen Lieben. Ich sag's dir. Warum er gegangen ist, weiß ich nicht. Er bringt Energie in die Kabine, er arbeitet, er ist ein bisschen schmutzig manchmal, er ist tough, er kann Tor schießen. Einer von meinen Lieblingsspielern und ein Retired Number ist etwas spezial, aber okay. Viel Neues in Wien, Coach. Es gibt einen neuen Head Coach mit Mark Habscheid, mittlerweile Liga erfahren, letztes Jahr bei den Pioneers. Es gibt einen neuen mutmaßlichen Einzelcenter, James Shepard, zurückgetreten. Mit Rock Teacher wurde da eine Top-Verpflichtung an Land gezogen. Es gibt viele neue Imports, ein paar ganz neu in der Liga, mit Hampus Eriksson, jemand, den Mark Habscheid zum Beispiel mitgebracht hat. Es gibt mit Dominik Heinrich einen veritablen Top-Verteidiger, den man sich auch noch holen konnte. Ein paar unbeschriebene Blätter. Das Ganze nach einer weiteren Saison, in der es für Wien ins Halbfinale gegangen ist. Vergangenes Jahr war nach 5 Spielen gegen den HCB Südtirol im Halbfinale Endstation. Dementsprechend die Frage, was muss für Wien dieses Jahr anders laufen? Wo ortest du Verbesserungspotenziale? Well, I tell you what, wenn ich die Abgänge anschaue, das ist going to be nicht einfach. Ich sage dir ganz ehrlich, mein Gefühl. Du hast die Top 7 Scorers verloren. Und der Rotor dazu. I mean, Bradley, Zimmer, Gregor, Shepard, Wall ist noch war ein super Verteidiger, schnell. Kries, gone. Finkenstein, Rokas. Like, wow. Und sie haben Trevor Cheek geholt, Eriksson, Teacher ist auch ein sehr guter Spieler. Aber diese drei, das wird für diese drei nicht einfach. Wenn du schaust, alle Spieler, Bradley, diese Leute waren Top-Spieler. Ich weiß nicht, was passiert ist. Heinrich ist dazu, Fischer. Wie viele Ausländer haben sie hinten? 2? 1 oder 2, that's it. So, und natürlich, Starkbaum ist jetzt der Goalie-Coach. Du hast es richtig gesagt. Starkbaum hat ein sehr gutes Jahr gehabt. Sie waren nicht im Semifinale ohne ihn. Steen und Vranicic. Das ist going to be ganz interessant. Mit der ziemlich wenig Ausländer in der Defensive, nichts gegen Piefers, gut, Hackl, Brunner. Es sind alle gute Spieler. Wie stark ist es, sind diese 2 Tormänner? Für Vranicic, er bekommt sicher ich hoffe, sein 20 Spiel. Es ist eine super Chance für ihn. Er war ein großes Talent für ein paar Jahre. Aber jetzt ist er in der ersten Liga, muss es beweisen. So, letztes Jahr Steen hat gespielt 20 Spiele, 2,94 Tor gegen, 88,9% Saving. Das ist ein bisschen zu wenig. Ist diese Mannschaft stark genug defensiv, dass sie können die Tormänner helfen und schützen? Question mark. It's a question mark. Dave war ein geliebter Coach. Jetzt kommt der Habscheid auch, erfahrener Trainer, auch Erfolg gehabt. Das ist nicht einfach für Habscheid auch. So, mit so vielen Spielern weg, so viele Top-Talente, die 7 Top-Scorers im Rotor weg, das ist schwer zu ersetzen. So, der Job für Habscheid, das ist nicht einfach. Wenn du schaust, die Einheimische Prise,
Bohm, Walner, Kropp, Keins, Antal. Sie haben gute einheimische Spieler. Aber Cheek, Eriksson, Teacher, Paul Hartl ist auch ein guter Spieler. Ist das genug? Ist das genug in die Offensiv? Weil diese Top-Ausländer waren die Leaders letztes Jahr. Ganz schwer für die Wiener Haie. Aber Coach, was Wien immer hatte, ist ein Händchen für Importspieler. Und gerade wenn wir Ben Finkelstein uns zu Gemüte führen oder vor Augen führen, wie der vergangenes Jahr dann in die Liga gekommen ist und alles gefühlt zerlegt hat, bevor es dann in den Playoffs oder vor den Playoffs leider eine Verletzung gab, die sein Mitwirken verunmöglicht hat. Dementsprechend bekommen die Importspieler, die neuen Importspieler bei den Caps auch eher noch so den Benefit of the Doubt. Wenn du dir das Kaderblatt aktuell der Capitals ansiehst, gibt es einen Spieler, auf den du dich freust oder einen Spieler, wo du sagst, das wäre cool, den zu sehen? Well, Teacher is a sehr guter Eishockeyspieler. Er war der Topscorer letztes Jahr in Kleinfurt. Wie lange war er in Kleinfurt? 3-4 Jahre in Kleinfurt. Hat immer eine konstante super Leistung gebracht. So, für ihn, Teacher, ich schaue ihm gerne an. Weil er spielt defensiv und offensiv, Powerplay, er kann alles machen. Mit wem spielt er? Das ist ganz, ganz wichtig. Ein anderer Spieler ist Hartl. Ich glaube, Hartl ist so schnell, er hat viel. So, aber für mich, Eriksson, er ist sehr großer Spieler, hat teilweise sehr gut gespielt letztes Jahr bei den Pioneers. So, Habscheid bringt ihn mit, sehr wahrscheinlich. So, ein ganz wichtiges Jahr für Eriksson. Geht durch eine neue Mannschaft. Letztes Jahr war eine harte Saison für viele Leute bei den Pioneers. Trevor Cheek, ich weiß nicht viel von ihm, aber nicht vergessen, sie werden wahrscheinlich auf den Markt schauen. Sie werden sicher noch 1 oder 2 Ausländer suchen in den nächsten paar Monaten. Wenn die NHL fängt an, wenn die American League fängt an, auf einmal hast du gute Spieler, was du holen kannst. So, ich glaube, diese Kader, wie es ist jetzt, wird nicht so ausschauen in 2 Monaten. Die Zielvergabe von der Clubführung war die letzten Jahre immer Halbfinale. Ist das auch wieder, was du als Erfolg wertest, oder wäre es für die Wiener wieder mal an der Zeit, den nächsten Schritt zu setzen und dann auch um einen Finaleinzug zu kämpfen? 2019 war das letztmals der Fall. No, wie die Situation ist, wie ich das anschaue, der Top 4 ist nicht drinnen. Wie das Kader momentan ausschaut, nichts gegen diese Spieler, aber du schaust die andere Kader an, manche Mannschaften sind sehr stark. Wie gut können diese jungen Stürmer an Freitag spielen? Heinrich ist auch ein Schlüsselspieler. So, ich glaube, sie waren jetzt 3-mal hintereinander in der Top 6. Ich glaube, wenn sie im Playoff einrutschen sollen, ist durch die Pre-Playoffs. Bin sehr gespannt auf die Capitals. Abgerechnet wird, das haben wir an dieser Stelle schon ein paar Mal gehört, dann tatsächlich am Ende. Bleibt uns beiden noch eine Mannschaft genauer zu behandeln, und für mich ist es eines der ganz großen Fragezeichen, weil das, glaube, nach oben wie nach unten in beide Richtungen sehr drastisch dann auch gehen kann, nämlich die Moser Medical Graz 99ers. Wir besprechen diese Mannschaft noch im Detail, und dann ganz am Ende dieses Podcasts gibt's dann das wahrscheinlich auch lang erwartete, heiß ersehnte, längere Interview mit dem Head Coach des KAC, mit dem neuen, nämlich Kirk Furey. Aber wir wollen über die 99ers sprechen. Wie groß sind die Fragezeichen bei dir, wenn du dich dieser Mannschaft versuchst anzunehmen? Well, sie haben einen Top-Coach. Wir können fangen an mit Pfanner. Sie haben einen super Trainer. Teilweise letztes Jahr, sie waren wirklich gut. Aber sie waren nicht so konstant. Aber nicht vergessen, in den Pre-Playoffs, es war ganz eng gegen Linz. Sie haben eine Chance gehabt,
Wie ist die Mannschaft heuer? Ich kenne die ganze Ausländer nicht. Sie haben einen neuen Tormann. Aber what is a coach up his sleeve? Was hat er für einen Plan in seinem Kopf? Die Grazer ist jedes Jahr eine ganz interessante Geschichte. Du glaubst, dass sie wirklich gut sind und dann sind sie nicht gut. Und dann du glaubst, schaut nicht gut aus und auf einmal spielen sie super. Können sie eine konstante Leistung bringen über die ganze Saison? Das ist immer mit so einem guten Trainer. Der Trainer ist wahrscheinlich unter Druck heuer. Ich weiß, wie das ist als Coach. Er hat wahrscheinlich Druck. Ihre Vorbereitung war nicht besonders. Ich wollte gerade sagen, wirklich nicht gut. Also wir sprechen von 6 Spielen, nur ein einziger Sieg. Und in diesen 6 Spielen wurden offensiv 6 Tore erzielt und man hat 21 kassiert. Also, ich weiß schon, das Ergebnis in der Preseason jetzt nicht so viel zählen, aber irgendwann geht es dann schon auch ein klein wenig um Resultate und die waren überhaupt nicht da. Insofern, glaubst du, dass Johan Pennerborn und der Kader, der dieses Mal dann auch wirklich von ihm oder mit seiner Handschrift zusammengestellt worden ist, von Anfang an Druck hat? Ohne Frage. Jeder Coach in Mannschaften hat einen Druck, das ist klar. Aber du hast 3 Spiele zu 0 gespielt. Das ist tough. So, wenn du wenig Tor schießen kannst, musst du verdammt gut sein im Tor und verdammt gut defensiv. So, wenn du versuchst, immer 2-1 zu gewinnen, das ist ein hartes Stück Brot, ich sage dir ganz ehrlich. Das Ziel ist für jede Mannschaft, 3 Tore schießen und play good defense. Wenn sie das schaffen, ich hoffe, dass einen Plan hat. Weil man gerade spielt gut, ihre Halle ist auch voll. So, es wird, was haben sie für Ziele? Ich glaube, das wird sehr schwer, dass sie in den Playoff kommen. Ist es so einfach, Erfolg in Graz wäre zur Abwechslung mal wieder eine Playoff-Teilnahme? Das letzte Mal, dass es tatsächlich in die Playoffs ging, das war in der Saison, die dann aufgrund von Covid-19 abgebrochen worden ist und ist mit dem Frühjahr 2020 auch schon wieder ein Weilchen her. Playoff-Qualifikation ist gleich Erfolg für die 99ers 23-24? Well, ein Playoff-Platz wäre ein super Erfolg. Ja, ohne Frage. Okay, Vorbereitung ist Vorbereitung. Aber trotzdem, wenn du nur 6 Tore schießt in 6 Spielen, und du verlierst das 22 Tor gegen, oder 21. Wie ist die Mannschaft in der Kabine? Können Sie das, auf einmal spielst du gegen KC, gegen Vielach in Salzburg, es wird nicht einfacher. Und ich meine das nicht böse oder schlecht. Sie haben ihre Hände voll. Können Sie das umdrehen? Bleibt die Kabine ganz eng zusammen, trotz ihrer Misserfolg im Training Camp. Nicht vergessen, Vielach hat auch kein gutes Ergebnis gehabt. Viel zu viel Tor gegen. Aber die letzten 2 Spiele waren sie ganz stark. Trotz die Verletzungen. So Vielach, sie können das umdrehen. Können die Grazer das umdrehen? Ich weiß, in Vielach, die Mannschaft ist ganz eng in der Kabine. Haben Sie das Mentalität in Graz? Kennt Pennerborn dieser Zusammenhalt, kann er das schaffen? Glauben Sie die Spieler an ihm? Das ist Question Marks. Ich hoffe, dass Sie haben eine gute Mannschaft. Sie haben gute Einheimische. Grafentin ist zurück, Schickel, du hast gute Leute. Sind die Ausländer gut genug? Ist der Tormann gut genug? Ich bin gespannt. Same hier. Und werde dann auch nicht müde zu betonen, wenn das Merkur-Eisstadion voll ist. Ich glaube, es gibt wenig Arenen in Österreich, die dann auch stimmungsvoller sein können. Und gerade wenn es dann nur so selten Erfolg gibt und man dann sieht, wie dann Leute auf einmal zum Eishockey pilgern. Also wenn es Erfolg in Graz gibt, dann ist das immer sehr, sehr spannend und wir vergönnen natürlich allen Teams auch Erfolg. Die bittere Realität ist, dass nur die wenigsten ihn dann auch letztlich haben können und dass der bei vielen anderen dann auch unterschiedlich definiert wird. Aber eine volle Halle
in Graz. Das ist schon was Feines und freue mich, glaube auch schon auf Ende Oktober auf einen meiner Einsätze dann im Merkur Eisstadion. Eine Mannschaft fehlt uns noch, die wir besprechen müssen, möchten, werden. Das wird mehrheitlich Kirk Furey machen, mit dem ich mich vor 2,5 Wochen unterhalten durfte über alles, was seine Bestellung betrifft und die ersten Wochen mit der Mannschaft und seine Philosophie. Wir haben uns im Rahmen dieser 3 Preseason-Heimspiele binnen 5 Tagen ein Spiel der Klagenfurter gegen den den Halbfinalisten aus Deutschland, nämlich den RC Wolfsburg, die Wolfsburg Grizzlies, angesehen und haben da einen sehr spannenden KAC auch beobachtet. Was war so dein Takeaway von dieser Preseason-Partie? Was war so dein erster Eindruck vom KAC nach dieser Partie? Okay. Für KAC Nummer 1 auf meiner Liste ist der Coaching-Effekt. Matti Kainen hat einen super Job gemacht, 2-mal gewonnen. Er war harte Nuss. Wir werden ihn vermissen bei den Interviews, das ist klar. Aber ich glaube, ein paar Spieler waren gut. Das war hart. Lange Zeit, 4-5 Jahre, das ist hart. Und er hat einen Vertrag gehabt und er ist auch mit der Verein, sie haben das diskutiert und er ist auch selber gegangen. Und sie haben einen Weg gefunden. So, Furey kommt rein und Fischer. So, sie bringen eine ganz andere Mentalität, ein ganz anderes Gefühl in die Kabine. Okay, das ist mein Gefühl. Jetzt hast du eine ziemlich gute, verdammte Mannschaft. Du fängst im Tor an. Haben sie einen von den besten Tormen. So Tor ist, du hast immer eine Chance. Du hast immer eine Chance für die Top 4. Das ist klar. Weil so ein Tormann, wow. Let's look at Posma. Posma ist, wenn er gesund ist, ich glaube, he's going to be 26 bis 28 Minuten pro Spiel. So gut ist er und er kann so spielen. Abo hinter ihm mit 25 Minuten. Vorarlberg ist auch ein guter zweiter Tormann. Er wird sicher, ich hoffe, sein Spiel bekommen. Weil wenn etwas passiert, der Tormann Nummer 1, er muss bereit sein. Du verlierst den Topscorer, Teacher. Lesio war der beste Spieler im Playoff letztes Jahr für Kleinfurt. Er ist weg. Bukarts, sehr guter Powerplay-Spieler, war gut. Okay, let's take a look at Mr. Peterson. Ich glaube, dass der Coaching Change für ihn und Fraser, besonders Peterson, ist sehr wichtig. Weil sein Talent, er ist groß. Das Guy kann, manchmal, wenn er spielt, er go, holy shit. Aber 10 Tore und 26 Punkte von ihm ist zu wenig. So, ich glaube, der Coaching-Effekt kann ihm wirklich helfen. Und Fraser, 14 Tore, 24 Punkte, nicht so schlecht. Now we look at Mursak, a top international Spieler. 35 Jahre alt, 2 Jahre Vertrag. In den letzten 6 Jahren hat er 54 Tore geschossen. Okay, so Schnitt 9. Aber wo hat er gespielt? In die Top Leagues. Er ist nicht mehr der Schnellste, wie er war. Aber Powerplay stark, sicher ein Two-Way-Player. Wenn er spielt mit Peterson, so wie in diesem Spiel Fraser, Peterson, Mursak, kann eine ganz gefährliche Linie sein. Herberger dazu. Herberger ist gut für 10, 12 Tore. Guter Charakter in der Kabine, alles ist passt. Bischofberger ist zurück. Er ist ein Schlüsselspieler. Ich hoffe für ihn, dass er gesund bleibt. Noch 2 Sachen. 100 Pfund als Kapitän. Das ist eine super Bewegung in meinen Augen. This guy is a leader.
in big games, spielt super in playoffs. Der richtige Spieler als Kapitän ist 100 Now, let's look at my other buddy here, Mr. Howdom. This guy has so viel freaking Talent. Letztes Jahr teilweise viel besser, aber kann noch mehr. Ich sag's dir, this guy, kann alles. So, ist das Mannschaft gefährlich? Ja, die Mannschaft ist gefährlich. Sie haben andere gute Spieler auch. You got Ganal, you got the Witting Brothers, the Super Tempo. Wenn sie gesund bleiben und Peterson kann einen Weg finden unter der New Coaching Staff, das Mannschaft kann gefährlich sein. Weißt du, warum ich dich liebe? Weil du auf eine simple Frage, was war dein Eindruck bei diesem einen Spiel, einen 10-Minuten-Monolog dann auch vom Stapel lässt, um alle wichtigen Themen beim KAC dann gleich auch abzuhaken. Das ist exzellent, das freut dann Fans der Rotjacken sicher sehr. Ein ganz kleines Detail am Rande, die Witting-Brüder in der Kampfmannschaft sind passé, nur noch Marcel, aktuell Teil auch der Kampfmannschaft des KAC. Möchte das dann auch damit abschließen, möchte mich bei dir bedanken für deine ausführlichen Analysen, 6 Teams wirklich bis ins Detail auch analysiert. Und bevor es dann mit Kirk Furey den Abschluss dieses Podcasts gibt, wie gesagt, ein Gespräch, das wir vor gut 2 Wochen führen durften, möchte ich mich nochmal bei dir bedanken. Wie immer schön mit dir über Eishockey zu plaudern und wir sehen uns dann gleich zweimal beim Saisonauftaktwochenende. Du wirst als Studioexperte beim Spiel Red Bull Salzburg gegen den KAC am 15.09. auf Puls 24 agieren und wir beide dürfen dann gemeinsam kommentieren, 2 Tage später beim Duell Steinbach Black Wings Linz gegen den IDM Wärmepumpen VSV. Freue mich sehr darauf, Coach. Okay, Martin, thanks. Freue mich auf nächste Wochenende. Jetzt geht's los. Win2day Hockey. Es freut mich außerordentlich, dass jetzt der neue Head Coach des KAC mir gegenüber sitzt. Niemand geringerer als Kirk Furey, ein guter alter Bekannter für viele Eishockey-Fans, vor allem in Klagenfurt, besonders auch in Kärnten und bin mir sicher, er wird jetzt auch einer großen Öffentlichkeit außerhalb Kärntens dann sehr bald ein guter Begriff sein. Wir dürfen ihn auch beim Puls 24 Auftaktspiel dann am 15. September gegen Salzburg auf der Bank sehen. Ich freue mich erst einmal sehr, Kirk, dass du ganz kurz für Win2day Hockey Clock die Zeit nimmst. Danke für das Einladung. Kirk, wie waren so die ersten Wochen, Monate für dich als Head Coach der Kampfmannschaft? Du bringst schon viel Erfahrung mit als Head Coach. Du warst mit Österreichs U20 bei der U20-WM. Du hast das ICE Hockey League-Team betreut. Du warst auch an dieser Stelle beim Hockey Clock Podcast schon zu Gast. Aber wie ist es jetzt, Cheftrainer der Kampfmannschaft des ikonischen KAC zu sein? Ja, das erste 3 Wochen eigentlich wir sind sehr zufrieden. Als ein Trainerteam mit David Fischer. Die Spieler sind sehr auf Englisch receptive zu allen Dingen. Wir wollen ein bisschen anderes Spiel zu machen, mit dieser Schnelligkeit und Druck und sowas und zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, dass die Gruppe, das wir haben in der Kabine, es ist viele Charakter. Viele gute Mensch und wir freuen uns für diese Saison mit dieser Gruppe. Wir nehmen diese kurze Unterhaltung Ende August auf. Also es kann passieren, dass noch ein paar Dinge zwischen jetzt und auch dem Saisonstart passieren. Ich glaube, man hört es auch. Wir sitzen im wunderbaren Klagenfurt Outdoor, also vielleicht den Background Noise ein klein wenig entschuldigen, aber weil du von dieser Mannschaft auch mit den vielen Charakteren gesprochen hast, unter welchen Gesichtspunkten ist dieses Team zusammengestellt worden? Was war dir, was war auch dem Management wichtig? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin schon lange in Klagenfurt und ein Ding, das war konstant in Klagenfurt für mein Sicht,
ist, dass mit unserem Management-Team hat sehr gut zugestellt. Jede Mannschaft mit Spielern mit sehr gutem Charakter. Es ist schon lange, dass ich war in dieser Kabine. Mein erstes Jahr nach meiner Karriere. Ich war der Co-Trainer mit Doug Mason. Aber was ich habe gesehen, ist, dass jedes Jahr hat sehr gute Menschen auf der Mannschaft. Und das ist eine Konstant in Klagenfurt. Da möchte ich dich ganz kurz unterbrechen, weil du jemand bist, der so viel über den Sport nachdenkt und auch über Management und dergleichen, und muss vorausschicken, wir haben uns gerade auch zum Essen getroffen und sehr viel über diese Dinge auch gesprochen. Man hört von jedem Trainer in jeder Liga auf dem ganzen Planeten, we want to have hard workers, we want to have good character guys, und gefühlt öfter als nicht passiert das genaue Gegenteil. Da kommen dann irgendwelche Leute daher, die dann vielleicht nicht die guten Charaktere sind und schon erst recht nicht die Hard Worker. Wie versuchst du persönlich sicherzustellen, dass es tatsächlich good character people sind? Tough questions, I know. Ja, es ist wegen dem Mensch. Du musst ein guter Mensch sein. Es ist nicht, was bedeutet Charakter eigentlich? Charakter ist nicht nur, wenn wir gewinnen. Charakter ist, was passiert, wenn etwas schlecht passiert. Und was ich habe gesehen von dieser Gruppe ist, dass ja, im Moment ist es Vorbereitung und sowas. Jede Mannschaft hat Ups und Downs, aber so wie was ich habe früher gesagt, ja, wir haben nicht eine so große Up und Down in Vorbereitung bis jetzt gehabt, aber die Gefühle im Moment und was wir haben in der Vergangenheit gesehen, ist, dass diese Spieler sind sehr guter Mensch. Wir haben eine offene Tür oder sowas als ein Trainerteam und wir reden oft mit den Spielern. Ja, alle wissen, dass du siehst wirklich den Charakter, wenn etwas schlecht passiert. Es ist zum einfach sagen, dass die Leute halt gut Charakter, wenn wir gewinnen oder sowas, aber das Gefühl von wir als ein Trainerteam ist, dass wirklich wir haben einen guten Mensch. Und ich bin sehr überrascht, wenn das geht zusammen von meiner Sicht. Dass wenn du hast einen guten Mensch, du hast den Sport daneben eigentlich, aber wenn du hast einen guten Mensch, du hast einen guten Mensch. Und dann, wenn wir können zusammenarbeiten, wenn etwas schlecht passiert oder sowas, dann wir können eine Lösung zusammenfinden. Und dann wir können zusammen helfen. Weil jeder Mensch braucht Hilfe in einer guten Zeit, einer schlechten Zeit. Und so für mich, in meinem Bauch, ich glaube, dass wir haben einen guten Mensch. Und für mich, das ist das wichtigste Ding für einen guten Charakter. Es ist für den KAC in mehrerlei Hinsicht eine spannende Saison. Es gab das Halbfinale aus vergangenes Jahr gegen den späteren Meister Red Bull Salzburg. Es gab den Wechsel auf der Kommandobrücke. Es gab das sehr defensiv gut strukturierte Eishockey von Petri Matikainen. Und es gab in Klagenfurt immer wieder den Ruf nach, wir wollen mehr Offensivhockey sehen, wir wollen attraktiveres Eishockey sehen. Bin mir sicher, dass du das auch mitbekommen hast. Wie wird der KAC unter der Ägide von dir und auch Assistant Coach David Fischer agieren? Wie soll er spielen? Ja, zuerst, ich muss sagen, dass wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass dieser Spieler hat die Einstellung, die Einsatz zum Defensivspiel. Das ist implementiert in diese, weil viele Spieler sind von den letzten paar Jahren. Aber was wir wollen zum ändern, ist, dass wir können defensiv auch spielen, aber von einer offensiv-aggressiv Seite. Und das ist, was wir wollen.
das bedeutet, dass der Spieler muss laufen. Oh, und wir wollen nicht die Gegner lassen zum Spielen eigentlich. Eishockey hat genug talentierte Spieler. Aber wenn du machst Druck auf diese Spieler, dann muss er schnelle Entscheidung machen und dann, aber wir wollen mit der Scheibe zum Spielen. Das ist, okay, zum Spaß sagen ist vielleicht nicht der richtige Wort, aber jeder Spieler will mit der Scheibe zum Spielen. Und so, wenn wir verlieren die Scheibe, wir wollen von der Defensive-Seite aggressiv zu sein, dass wir kriegen die Scheibe schneller zurück. Und wenn wir haben die Scheibe, wir wollen zum einen schnelle Umschaltspiel machen, weil wir wollen nicht, dass die Gegner keine Imposition bekommen. So einfach, dass noch einmal die Gegner muss Entscheidungen schneller machen und dass wir wollen zum Attackieren. Das ist von defensiv und offensiv und mehr zum Tor bringen. Das bedeutet, dass wir müssen diese auch viel mehr trainieren von der Offensivseite. Das ist nämlich insofern relativ spannend, als dass wir dieses Gespräch am Wochenende aufnehmen, wo Klagenfurt satte 3 Heimspiele in der Preseason hat. 2 gegen Wolfsburg, eines gegen die Capitals. 2 dieser 3 Spiele sind schon geschlagen und was so auch für Außenstehende auffällig war, Klagenfurt schießt viel mehr und schießt öfter. Auch aus Lagen vielleicht, wo man das in der Vergangenheit nicht getan hat. Ist das auch schon so etwas, wo du sagst, ja, this is the way, genauso wollen wir das haben? Ja, es ist genauso. Wir reden wegen das im Training. So wie gestern, wenn wir haben gespielt. Und ja, wir haben 24 Schüsse geblockt. Aber es ist Vorbereitung. Was wir wollen, ist das zum Integrieren dieser Mentalität. Das ist nicht nur der perfekte Schuss. Ja, okay, Patrick vielleicht sagen, dass, okay, du musst, das ist so wie eine Giveaway. Aber zuerst, wir müssen eine Mentalität haben, dass wir bringen die Scheibe zum Tor. So, das ist genau, was wir wollen. Und was wir reden auch, ist nicht nur einen Schuss und dann fertig. Wir müssen schießen und dann das Spiel fertig machen. Und das ist, was wir reden in Training auch. Weil es zu oft passiert, dass wir sagen Warm-up-Drill oder Schießen oder a Shooting Drill. Was wir sagen ist eine Scoring Drill. Es kann 1 gegen 0 sein, 2 gegen... wir wollen zum Tor schießen, nicht nur schießen. Ja, wir können üben unsere Schüsse und sowas. Wir können aufwärmen, aber wir können aufwärmen in der Kraftkammer auch. Also wir wollen zum bereit sein sofort, weil in einem Spiel, ja, du hast einen Aufwärmen, aber wenn das Spiel beginnt, du hast nicht einen Aufwärmen Übung. Sofort im Spiel bereit und so. Wir müssen diese Mentalität haben, dass wir gehen direkt zum Tor, nicht langsam, direkt zum Tor, mehr Druck. Und dann, was wir denken, ist, dass wenn wir haben diese Mentalität, wir können mehr Tor schießen eigentlich. Eine letzte Frage und die kann man einem Head Coach in Klagenfurt oder generell auch Kärnten, nachdem ich auch mit Rob Daum noch diese Konversation führen werde, nicht ersparen, ist natürlich die Thematik des Drucks. Gerade auch, wenn man sich das Auftaktprogramm des KC ansieht, das es total in sich hat. Der amtierende Champion Red Bull Salzburg und der Vizemeister Bozen am Auftaktwochenende. Beide auswärts. Dann in der Woche drauf den letztjährigen Vizemeister mit Hydrofea war auf 19. Also ein brutales Programm und man kennt das ja auch in Kärnten, dass nach vielleicht 3, 4, 5 Spielen, die vielleicht nicht ganz nach Erwartung verlaufen, auch der Trainersessel wärmer wird. Ja. Wie gehst du mit diesem Druck um, Cheftrainer des KC zu sein? Pressure is a privilege. Aber ich muss ehrlich sagen, dass wir sorgen nicht auf die Gegner und wer der Gegner ist. Wir reden wegen einem Prozess.
Es ist immer eine lange Saison. Wir konzentrieren uns auf das erste Spiel, wann das kommt, gegen Salzburg. Und dann am Samstag, wir schauen auf, ja, wir spielen gegen Bozen die nächste Woche. Wir haben eine Woche zum Vorbereiten für Bozen. Aber zuerst, wir müssen konzentrieren auf das erste Spiel, die erste Drittel. Aber wir sorgen auf, was machen wir. Nicht der Druck, das kommt, dass die Vizemeister, der Meister, die voriges Jahr Vizemeister, das ist ein Gegner. Und wenn wir haben Respekt für alle Mannschaften in der Liga, the process takes care of itself. The results will follow the process. Und das ist, was wir sorgen. Wir können nicht sorgen auf was wir können nicht kontrollieren. Ich weiß, das ist, was alle Trainer sagen oder sowas. Aber wir glauben auf unsere Mannschaft und unsere Spieler. Wirklich, wir glauben auf diese Truppen. Und so wie was ich habe gesagt, wir freuen uns auf diese Saison mit diesen Truppen und mit dieser Journey mit diesen Truppen. So Schritt für Schritt, so wie was jede Leute sagt. Aber ja, es ist in Carinthia, wir haben viele Eishockey-Fans. In Klagenfurt, wir haben die besten Eishockey-Fans. Und so wie wir sagen, der Druck kommt, aber das ist auch, was wir wollen. So, ja, wir konzentrieren auf das erste Spiel, wenn es kommt, aber zuerst, wir gehen durch die Vorbereitung. Wunderbares Schlusswort. Ich wünsche dir alles Gute für den Rest der Preseason und auch der Mannschaft. Ich freue mich sehr, den KHC dann am 15.09. erstmals in der Meisterschaft zu sehen. Danke dir. Danke, Martin, für das Einladung. win2day Hockey O'Clock. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei. Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice